Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem sehr ausführlichen Airsoft-Video einmal begrüßen. Und ihr seht es auf dem Tisch, wir durchleuchten heute einmal die brandneuen AEPs einmal. So, AEPs, ja, kennst du eine AEP, kennst du alle. Ja, richtig, ging mir letztendlich auch immer so. Aber diese Modellserie, die hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. Kurze Übersicht, was haben wir hier auf dem Tisch? Einmal die brandneue CM131 und die CM127 und das Ganze in der Custom-Version von Begadi. Bedeutet zunächst mal, seht ihr vielleicht, die Modellserie 131 und 127 kannte man eigentlich bis jetzt. Allerdings das Ganze mit einem neuen Schlitten ausgestattet oder neuen Verschluss einmal drauf. Das Ganze ein bisschen aufgehübscht, ein bisschen modernisiert bei beiden Modellen. Dann seht ihr ebenfalls 14 mm Linksgewinde, problemlos jetzt einmal drauf, bedeutet Schalldämpfer, Tracer. Einfach draufschrauben das Ganze und ebenfalls könnt ihr direkt out of the box auf dem Verschluss oder auf dem Schlitten ein Doktor oder ein RMR montieren. Bedeutet, die Bohrungen für einen Rotpunkt sind direkt einmal auf dem Schlitten mit angebracht. So, das war es aber auch noch nicht. Im inneren Bereich findet ihr zunächst mal im Lieferumfang direkt einen 11,1 Volt LiPo-Akku mit passendem Ladegerät. 11,1er bei einer AEP ist schon ein bisschen krank. Es wird aber noch ein bisschen kranker. Ebenfalls verfügen diese Modelle über ein vollwertiges EFCS MOSFET-System. Richtig, ein EFCS in einer AEP. Ihr habt die Zyklenüberwachung, ihr habt die Akkuüberwachung, ihr habt die Akkuabschaltung, ihr habt die Aktivbremse und das Ding lässt sich auch noch einstellen. Einmal Semi, Burst, also 3-Round Burst, Full Auto und ebenfalls, wenn ihr einen 7.4er schon zu Hause habt, könnt ihr ebenfalls mit dem 7.4er einmal das Precocking ebenfalls einstellen. Krass, oder? Wird noch heftiger. Ebenfalls ausgestattet diese Modellserie CNC-gefresstes Hop-Up-Einstellrädchen, CNC-gefresster Hop-Up-Lever und ein brandneues AEP Hop-Up-Bucking ist ebenfalls noch drin verbaut. So, das war's aber jetzt. Halt, nee, 6,03 mm Tuninglauf ist auch noch einmal drin verbaut. Also ich glaube, mehr ist dann nicht mehr wirklich machbar bei den Dingern. Dementsprechend schauen wir uns die Teile einmal im Detail an und ich wünsche euch für immer viel Spaß. Gut Leute, dann starten wir auch dieses Video ganz gemütlich zunächst mal mit dem Lieferumfang. Da hat sich an sich vom Inhalt eigentlich nichts geändert, aber natürlich die Teile haben sich ein kleines bisschen geändert. So, zunächst mal, das Ganze kommt wieder Standard in diesem Syma-Karton, wie man einfach kennt, im inneren Bereich alles schön ausgekleidet, einmal mit Schaumstoff, sieht gut aus, sieht hochwertig aus, ist in Ordnung. Und sie haben es jetzt sogar fertig bekommen, hier einmal Pistol drauf zu schreiben. Bei der Generation 3 stand hier noch einmal Pistot drauf. Also Rechtschreibfehler einmal korrigiert. So, und hier haben wir eben jetzt einmal die Generation 5. Ich kenne nur Generation 3. Ich persönlich habe auch eine Generation 3. Was jetzt Generation 4 war, weiß ich leider nicht. Also hier jetzt aktuell Generation 5. So, im Karton enthalten dann einmal die beiden AEPs oder eine AEP eben. Einmal hier die 131er ist eher ja, so eine sehr moderne Glock oder ähnlich eine Glock. Und hier einmal die 127. Und natürlich beide Modelle mit 14 mm Linksgewinde, bedeutet hier vorne ebenfalls eine Gewindeschutzkappe bereits drauf verbaut. Dann ist bei beiden Modellen ein Standard AEP-Magazin enthalten, 29 Schuss das Ganze. Und dann, wie vorhin schon angesprochen, vor dem Intro, jetzt hier eben dieser spezielle AMAX Boost 11,1 Volt LiPo-Akku mit dem Mini-DIN-Stecker oder Mini-T-Stecker ist jetzt hier eben bereits out of the box enthalten. Bedeutet nicht mehr diese schäbigen 7.4er LiPos von Syma direkt, diese schwarzen, die zu wenig Leistung gebracht haben. Nein, hier ist wirklich ein sehr, sehr hochwertiger 11,1 Volt LiPo enthalten. Und natürlich passend dazu nicht auch das Syma-Ladegerät, sondern hier ein spezielles Ladegerät, auch wieder USB, das Ganze speziell für diesen 11,1 Volt Akku. Und das muss ich sagen, ja, es ist USB, also ganz normal entweder über einen USB-Charger oder über Powerbank oder über einen Laptop oder über einen Generator oder whatever, das Ganze ganz normal anstecken. Und hier lädt das Ganze aber nicht nur mit schäbigen irgendwie 500 Milliampere oder sowas, nein, das Ding kann bis zu 1,5 Ampere laden. Bedeutet, der kleine Akku ist in circa, wenn er wirklich ratzfatz leer ist in circa 20 Minuten komplett einmal vollgeladen. Also ein gutes Ladegerät ebenfalls einmal enthalten. So, und dann wieder das Standardzubehör. Einmal Laufreinigungsstab ist enthalten, ein stinknormaler Speedloader ist enthalten, das ist immer in Ordnung. Und ein kleiner Beutel, 0,12 Gramm Kirmes-BBs. Die könnt ihr nehmen,
Von mir aus könnt ihr sie schniefen oder ihr schmeißt sie einfach weg und nehmt 0,2 oder am besten 0,25 Gramm. So, das soll es gewesen sein. Lieferumfang. Schauen wir uns ebenfalls einmal die technischen Daten an. Machen wir anschließend gleich mit den technischen Daten einmal weiter. Beide Modelle kommen selbstverständlich weiterhin aus dem Hause Syma, werden also einmal in China hergestellt, wie letztendlich jede andere AEP auch. Außer ihr habt eine Marui, dann natürlich nicht. Also einmal aus China, aber hier eben eine Custom-Version mit sehr vielen Bugatti-Teilen einmal drin. Bedeutet komplettes EFCS-MOSFET-System, der Akku, die gesamte Hop-Up-Kammer, der Tuninglauf. Da weiß ich jetzt nicht, ob jetzt das Ganze bei Syma zusammengeschustert wird oder in China zusammengeschustert wird oder ob Bugatti die Teile direkt einmal in Deutschland einmal aufbaut. Da die Akkus in Deutschland lagern sind, denke ich mal, dass Bugatti die Werkstatt von Bugatti das Ganze einfach zusammenkloppt oder zusammenbastelt. So, dann fangen wir an hier von den technischen Daten einmal bei der wunderschönen CM127 Custom. Hier haben wir eine Gesamtlänge im oberen Bereich inklusive 14 mm Linksgewinde von 210 mm, eine Gesamthöhe vom Magazinboden bis zur Kimme hinten hoch von 140 mm und Platz für die Finger von 65 mm zwischen Abzugsbügel und Magazinboden. Die CM131 Custom hat hier eine Gesamtlänge von 220 mm, Gesamthöhe von 135 mm und der Abstand für die Finger ist exakt identisch mit 65 mm. Dann, wie schon angesprochen, eben beide Modelle 14 mm Linksgewinde, bedeutet, ihr könnt problemlos Schalldämpfer Tracer einmal out of the box einfach drauf schustern. So, dann haben wir bei beiden Modellen bereits den Tuninglauf einmal drin. Die Länge ist exakt identisch, 110 mm, aber das Ganze bereits mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm. Dann seht ihr ebenfalls hier unten 21 mm Pickrail. Auch diese ist identisch mit 50 mm. Da könnt ihr halt irgendwie Kamera dran basteln oder Österreicher, Schweizer eben einmal Laserlichtmodul. In Deutschland leider nicht. Wie vorhin dann schon angesprochen, verfügen beide Modelle im oberen Bereich eben für die Bohrungen für ein RMR oder für ein Doctor Sight. Bedeutet Rotpunktoptiken direkt out of the box einfach draufschrauben, zeige ich euch später und gut ist. Ihr müsst also keine Adapterplatten oder sonst irgendwas dazu kaufen. Finde ich ebenfalls gut. So, was haben wir noch? Das Gewicht, die 127 ist aufgrund des etwas massiveren Schlittens oder Verschlusses ein kleines bisschen schwerer. Hier liegen wir mit Magazin bei 730 Gramm. Die 131 bringt hier 690 Gramm einmal auf die Waage. So, bei der Energie hat sich leider nichts geändert. Bedeutet, Bugatti baut leider out of the box nicht ihre Tuningfeder rein. Finde ich ein bisschen schade. Dementsprechend liegen wir hier weiterhin einmal bei ca. 0,4 Joule. Mit der Tuningfeder würde man gerade so an die 0,5 Joule einmal rankratzen. Aber ich habe es euch beim letzten Review von den AEPs auch schon gesagt, das macht einen Bock letztendlich auch nicht fett. Diese 0,01 oder 0,05 Joule mehr, das ist relativ Latte. So, was haben wir noch? Dann eben jetzt hier die Besonderheit, einmal dieses EFCS MOSFET-System einmal drin, ist letztendlich identisch wie dieses Core-System, was man aus der SAEG-Serie einmal kennt. Nur das Ganze einfach mit dem Hammer ein bisschen kompakter geklopft. Also wirklich die vollwertige Elektronik in dieser kleinen AEP einmal drin verbaut. Ihr habt die ganzen Mikrotaster einmal drin, ihr habt die Zyklenüberwachung, ihr habt die Aktivbremse, die Akkuüberwachung, Akkuabschaltung und wie vorhin auch schon mal angesprochen, das Ding könnt ihr sogar programmieren. Zeige ich euch später, standardmäßig schießt das Ding eben einmal Semi, dann 3-Round Burst, wenn ihr nur antippt oder eben in Abzug durchdrückt, dann könnt ihr Full Auto schießen. Und das Ganze ist eben einstellbar. Und ebenfalls mit dem 7.4er könnt ihr noch das Precocking einstellen. Zeige ich euch alles einmal später. So, dann haben wir das Stecksystem. Aufgrund des EFCS-Systems ist weiterhin wie bei der Generation ein Mini-DIN bzw. Mini-T-Stecker. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen mit dem Standard-Ladegerät, was dabei ist. Über USB ist es kein Problem, wird über einen Balancer direkt geladen. Wenn ihr aber jetzt schon einen Lader zu Hause habt oder ein Ladegerät, gerade aus dem RC-Bereich oder so, müsst ihr halt aufpassen, dass ihr so einen Adapter habt, eben auf Mini-DIN oder auf Mini-T-Stecker. So, das soll es gewesen sein. Jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, den ich jetzt nicht angesprochen habe und das ist der Preis, denn hier möchte ich etwas ins Detail gehen. So, natürlich könnt ihr euch schon denken, durch diese ganzen Features und Umbauten wird das Modell selbstverständlich teurer, auch Wirtschaftslage, Materialkosten und so weiter und so fort. Natürlich kostet es mehr, es hält sich aber in den Grenzen, muss ich sagen. Bedeutet, für dieses Modell wird jeweils 179 Euro einmal fällig oder 180 Euro. So, das hört sich jetzt erstmal bisschen teuer an. Da werden sich jetzt viele denken, die schon ein bisschen älter sind. Ja gut, 180 Euro ist gerechtfertigt, passt soweit für das, was man bekommt. Hier finde ich nur wieder ein bisschen schade für Jüngere, die jetzt in Airsoft-Sport einsteigen oder damit anfangen, wo eben diese Modelle unheimlich beliebt sind.
die müssen halt jetzt wieder ein bisschen mehr Geld ausgeben. Oder der Papa muss ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich habe es dennoch für euch mal ein bisschen durchgerechnet, daher ich eben auch mal wissen will, wie kommt dieser Preis vielleicht zustande. Nehmen wir mal an, wir haben eine Generation 3, da habt ihr ja einen 7,4er Akku, Standard-Symer-Akku dabei und dieses USB-Ladegerät zahlt ihr aktuell, wenn ihr noch eine haben wollt, um die 100 € dafür. Gleichzeitig für eine SSE 18 von Northridge ist letztendlich auch eine Generation 3, zahlt ihr 120 €, also ca. 20 € teurer. So, und jetzt kommt eben noch dazu, dieses Hop-Up-Bucking, was hier jetzt drin ist zwar komplett neu, das kenne ich noch nicht, aber hier nehmen wir einfach mal 5 € her für dieses normale AEP Tuning Bucking, was Begadi ebenfalls im Shop hat. Also sag mal ein 5er ungefähr das Bucking. Dann eben dieses Einstellrädchen aus Aluminium inklusive diesen gefrästen Hop-Up-Lever für die Hop-Up-Kammer bekommt man ebenfalls extra, kostet aktuell 9 €. Dann kommt der 11,1er Akku noch dazu, dieser Boost-Akku kostet 20 €. Und dann ist eben noch dieses Ladegerät enthalten für diesen 11,1 Volt Akku. Da muss ich aber sagen, da bin ich jetzt auf 0 € gegangen, denn selbst bei der Generation 3 ist, wie gesagt, ist ein Akku und ein Lader ist enthalten. Also das wird sich irgendwo ausgleichen. Dementsprechend 0 €. Dementsprechend würden wir mit diesen ganzen Updates ohne EFCS-System, würden wir bei der Generation 3 auf 135 € kosten und bei der SSE 18 würden wir auf 155 € kommen. Bedeutet letztendlich veranschlagt Begadi für das EFCS-System und für die Montage gerade einmal 45 €. Und das ist mehr als gerechtfertigt, auch in Bezug auf die aktuelle Wirtschaftslage. Also wenn ich das alles korrekt gerechnet habe und überschlagen hat, sind sie eigentlich sogar vom Preis-Leistungs-Verhältnis sehr, sehr gut, muss man sagen. Auch wenn es sich teuer anhört. So, dann habe ich euch gesagt, die Dinger schießen selbstverständlich einmal Full Auto und natürlich, wie gesagt, Standardfeder drin. Ich habe sie auf jeden Fall nachgekront und selbstverständlich ebenfalls den Kadenztest gemacht. Somit haken wir einmal Chrono, Kadenz und Schusstest einmal ab. Lasst uns noch mal ganz kurz drüber sprechen. Zunächst mal Schusstest empfand ich zunächst mal 0,25 Gramm als konstanter oder besser. Natürlich, sie sind schwerer, aber sie fliegen halt schon ein bisschen langsam. Aber ihr bekommt die 0,25 mit dem Hop-Up-System problemlos auf 50 Meter hinter. Und das ist gut für eine AEP, muss man sagen. Selbst so diese Standard 05er, wie man sie kennt, CM16-Serie oder die E&C 05er, das ist immer so 50 Meter für eine 05er, finde ich immer, ist gut oder ist okay. Wie gesagt, auch mit der AEP schießt er auf bis zu 50 Meter, das ist vollkommen in Ordnung. Von den Schussergebnissen selbst her war bei mir einfach 0,25, wie gesagt, besser. Die 0,2er hatten etwas mehr Schwankung drin und neigen sogar teilweise ein bisschen zum Überhoppen. Wie gesagt, probiert's aus, schießt Bucking ordentlich ein, rotzt da mal 1, 2 Magazine durch, dann stellt das Hop-Up sauber ein und dann müsst ihr halt gucken, ob ihr mit 0,25 oder eben mit 0,2er besser zurechtkommt. Für eine Halle im Regelfall lange 0,2er, wenn es draußen ein bisschen windig ist, solltet ihr 0,25 verwenden. Rein technisch ist es ebenfalls möglich, sogar 0,3 Gramm BBs zu hoppen, aber die fliegen so langsam, das macht nicht ganz so viel Spaß. Wie gesagt, müsst ihr entscheiden, technisch möglich sind aber alle Grammaturen bis 0,3 Gramm. So, Kadenztest, 11,1 Volt ist ein bisschen krank, habt ihr gesehen. Bedeutet, ihr drückt letztendlich einmal ab und das Magazin ist leer.
Also dementsprechend sollte man definitiv auf größere Magazine zurückgreifen, denn die Kadenz mit dem 11.1er mit, wo waren wir, 24 BBs ungefähr, und wenn der Akku randvoll ist mit 12,6 Volt, schafft er bis zu 25 BBs pro Sekunde. Bedeutet ja eine Sekunde eigentlich, dann ist das Magazin mit 29 Schuss leer. Also bisschen A hoch die ROV oder die Kadenz, finde ich zumindest, mit den Originalmagazinen. So, dann lasst uns weitermachen mit den allgemeinen Informationen. Ich würde sagen, wir sprechen zunächst mal ganz kurz über das Design, denn wie gesagt, das hat sich auch ein bisschen geändert im Vergleich zu den Vorgängergenerationen oder Vorgängermodellen. Jetzt hier die 127, nochmal moderner, finde ich, sehr, sehr schöner Verschluss oben drauf, schönes Design, wirkt einfach unheimlich modern das Ganze. Also ich finde es optisch sehr ansprechend, aber das ist wie immer einmal Geschmackssache letztendlich. Ein Punkt, der mir besonders aufgefallen ist oder was ich sehr gut finde bei der 127, das ist einmal die offene Visierung Kimmel Korn. Seht ihr vielleicht, da sind so Lichtsammler drin. Im hinteren Bereich einmal in diesem Orangeton und im vorderen Bereich einmal in Neongrün. Das finde ich klasse und damit lässt sich auch ohne RMR oder ohne Rotpunkt wirklich super zielen. Das ist bei der 131er Custom leider nicht der Fall. Hätte ich mir noch gewünscht, dass es vielleicht bei dem Modell ebenfalls gleiche Visierung einmal drauf ist. Aber gut, dann wie vorhin eben auch schon angesprochen, dann seht ihr hier oben bereits einmal die Löcher drin, bedeutet hier Lochabstände einmal für RMR und ebenfalls Lochabstände M4-Gewinde einmal für Doktor. Bedeutet, ihr könnt hier unterschiedliche Rotpunktoptiken, je nachdem was ihr da habt, einmal drauf montieren und das bei beiden Modellen. Das schauen wir uns dann gleich einmal im Anschluss an. Ansonsten hat sich eigentlich vom äußeren Erscheinungsbild bis auf das Gewinde hier vorne nichts geändert. Bedeutet, das Griffstück ist letztendlich exakt identisch. Sicherung und auch der Hebel zum Umschalten von Semi auf Full Auto ist identisch geblieben. So, dann würde ich sagen, wir schauen mal noch ganz kurz auf die 131er Custom, denn auch diese hat einen neuen Schlitten und einen neuen Verschluss bekommen, denn die weicht zu meiner 131er doch sehr, sehr stark einmal ab. Da seht ihr auch wieder, auch der Schlitten nochmal moderner gewählt, schönes Design einmal drauf, auch das Ganze selbstverständlich aus Aluminium, wie bei der 127er auch. Wie gesagt, ein bisschen modernisiert das Ganze, sieht klasse aus, optisch, wie gesagt, unheimlich modern und ebenfalls hat vorne einmal das Gewinde vorhanden. Auch hier natürlich der Feuerwahlhebel von Semi im oberen Bereich und Auto oder Burst im unteren Bereich. Wenn man sich das Griffstück so anschaut, das finde ich gar nicht so verkehrt. Ich persönlich würde einen Lötkolben ansetzen und würde mir einen Stippling reinmachen. Aber nur, wenn man es kann, ansonsten nicht. Wie gesagt, das Griffstück sieht für mich noch ein bisschen... Ja, es ist stimmig, es passt super dazu vom Design, denn auch hier hat man so diese Riffelung einmal drauf, hat man im Schlitten oben auch. Aber so ein schönes Stippling ist einfach noch ein bisschen was anderes. Es sieht einfach geiler aus. Wie gesagt, kleiner Punkt nur. Ansonsten hat sich hier vom Griffstück nichts geändert. Und ihr habt vielleicht, weil das viele gefragt haben oder schon geschrieben haben, nein, es knarzt natürlich nichts, wenn ihr hier irgendwas zusammendrückt oder sowas. Weder bei der 131er noch einmal irgendwie bei der 127er. Also die sind schon von der Verarbeitung in Ordnung, muss man sagen. So, dann würde ich sagen, lassen wir doch das Ding gleich mal da. 131er Custom. Dann habt ihr eben hier vorne einmal die Gewindeschutzkappe drauf. Die könnt ihr wegschrauben. Dann habt ihr hier eben ein Standard 14 mm Linksgewinde. Bedeutet, ihr könnt sämtliche Schalldämpfer, Tracer problemlos da vorne einmal draufschustern oder draufschrauben. Ich möchte euch nur einen kleinen Tipp mit auf den Weg geben. Ich würde immer ein O-Ring noch verwenden. Bedeutet, hier standardmäßig ist kein O-Ring drauf. Wenn ihr jetzt den Schalldämpfer mit zu viel Kraft einmal aufschraubt, dann kann es passieren, dass sich das Gewinde verklemmt und ihr euch unheimlich plagt, den Schalli wieder abzuschrauben. Das kennt ihr von anderen Kniften auch. Dementsprechend am besten ein O-Ring einfach noch auf das Gewinde einmal draufziehen, ganz nach hinten schieben. Und dann könnt ihr nämlich den Schalldämpfer richtig schön fest einmal anziehen und bekommt ihn dann auch ohne Probleme einmal wieder runter. So, seht ihr, dann quetscht den O-Ring schön, dann hält es wunderbar da vorne, aber ihr bekommt ihn ganz einfach mit wenig Kraft einfach wieder gelöst und schont auch ein bisschen das Gewinde. Wie gesagt, kleiner Tipp, einfach hier nochmal einen O-Ring zwischen reinklemmen. So, dann lasst uns über RMR-Montage sprechen. Ich habe hier mal 3 RMRs einmal vorbereitet, die ich jetzt da liegen hatte. Das sind jetzt einmal die und da würde ich sagen, da schauen wir einfach mal, was da oben jetzt drauf passt. Wie gesagt, ihr habt insgesamt 4 Bohrungen, letztendlich 2 Bohrungen M3-Gewinde ist für RMR und im mittleren Bereich oder etwas enger zusammenstehend 2 M4-Gewinde, die sind dann letztendlich für Doctor Sights oder für Doctor Optiken.
So, RMRs passen letztendlich alle, die ich da habe. Bedeutet, wir haben hier einmal dieses X-Force XFR. Hier letztendlich nur die Besonderheit, dass es oben eben nochmal so eine Solarplatte einmal drin hat. Bedeutet, selbst ohne Batterie, sobald hier oben quasi Kunstlicht oder die Sonne drauf scheint, seht ihr sofort einmal den Punkt. Es ist also nicht unbedingt nötig, hier eine Batterie oder eine Knopfzelle einmal einzusetzen. Ist aber auch für so ein RMR, für den Airsoft-Bereich, fast ein bisschen arg teuer, muss ich sagen. Aber wie gesagt, es passt perfekt einmal von den Bohrungsabständen hier oben einmal drauf. Dann ebenfalls, das ist dieses Begadi Compact Dot oder irgendwie sowas. Auch das passt wunderbar von den Bohrungsabständen. Wie gesagt, problemlos einmal drauf. Und auch mein Holy Warrior, dieses Lightweight, also dieses sehr leichte aus Kunststoff, das RMR Originalmaße, passt hier oben ebenfalls problemlos einmal drauf. Und das bei beiden Pistolen, also 127 und 131. Dementsprechend zu eigentlich allen RMRs einmal die Bohrungsabstände kompatibel. Dann lasst uns anschließend gleich weitermachen. Einmal Akku einlegen, Klangbild, Ansprechverhalten, Kadenz. So, zunächst mal Akku einlegen, kennt ihr, geht genauso wie bei jeder anderen AEP, bei beiden Modellen identisch hier hinten. Zunächst mal ganz wichtig, vielleicht einmal auf Semi umschalten. Auch das würde ich euch bei dieser Modellserie einmal empfehlen. Bevor ihr quasi den Verschluss und den Schlitten wieder drauf macht, immer Feuerwahlhebel auf Semi. Denn auch hier habt ihr natürlich seitlich diesen Hebel runter. Nur drückt ihr jetzt nicht auf dem Blech drauf, sondern auf den Mikrotaster. Dementsprechend zur Sicherheit, einfach um den Taster innen drin ein bisschen zu schonen, einfach das Ganze immer einmal nach oben auf Semi stellen, wenn ihr den Akku einlegt und das Ganze wieder schließt dann. So, dann drücken wir hier hinten einmal kräftig rein, zack, und dann können wir diesen ganzen Schlitten bzw. Verschluss einmal nach oben abnehmen. Und dann habt ihr letztendlich wie bei anderen AEPs hier vorne den gesamten Platz einmal für den Akku. Und da passt dieser AEP, dieser 11.1er Boost, der passt hier wunderbar und ohne Probleme einmal rein bei beiden Modellen. Bedeutet einfach den Akku hernehmen, dann schaut ihr, dass die Kabel nach vorne gehen, steckt das ganze Ding hier einfach einmal rein, drückt ein kleines bisschen nach hinten und dann habt ihr hier vorne quasi unterm Lauf genau noch so viel Platz, dass ihr quasi den Balancer da vorne problemlos einmal reinknödeln könnt. Wie gesagt, da ist ausreichend Platz noch einmal, dass es wunderbar und sauber einmal alles reinpasst. So, dann stecken wir das Ganze einmal ein und dann werdet ihr euch wundern, denn auch dieses Modell fängt nach 3 bis 4 Sekunden einmal zum Vibrieren an. Das kennt ihr von den SAEGs, bedeutet das MOSFET prüft das System einmal durch, checkt den Mikroschalter und wenn das System ready ist, vibriert der Motor ganz kurz. Also nach dem Anstecken des Akkus einfach kurz 3, 4 Sekunden einmal warten, bis der Motor einmal vibriert hat. Und dann ist das System einmal ready. So, dann popeln wir die Kabel da einfach oben noch ein bisschen rein. Wie gesagt, vom Platz her locker ausreichend. Einfach da oben ein bisschen schön entlang legen und dann können wir letztendlich den gesamten Schlitten bzw. Verschluss einfach hier einmal wieder draufsetzen. So, vorne einhaken und dann einfach hinten wieder einmal Klick runterklicken, dann sitzt es wunderbar und sauber einmal drin. So, zum Befüllen letztendlich genauso wie bei allen anderen bedeutet, ihr nehmt euer Magazin her, nehmt einen Speedloader her, haltet hier oben mit den Fingern ein bisschen zu und dann könnt ihr ganz normal mit dem Speedloader hier einmal das Magazin betanken oder entsprechend befüllen. Und wie gesagt, Standardmagazin 29 Mumpeln und das Ganze eben Double Stack. So, also schauen wir uns das System einmal an, hören wir es uns an. Zunächst mal Semi. Leer. Semi funktioniert und Full Auto funktioniert natürlich auch. Leer. Also ihr seht es, ihr habt es vorhin auch schon im Chrono mal gesehen, diese Kadenz mit dem 11.1er mit bis zu 25 Schuss pro Sekunde, das ist für die kleinen Magazine fast ein bisschen viel. Da drückt er einmal ab und das Ding rattert einfach los. So. Dementsprechend aber hier auch das Feature, dass ihr nicht nur out of the box eben Full Auto schießen könnt, sondern ebenfalls 3 Round Burst oder 3 Schuss Burst. Bedeutet, wenn ihr ganz normal hier oben einmal auf Semi hergeht und abdrückt, ganz normal einmal Semi, schaltet ihr um auf Full Auto und drückt jetzt den Abzug nur ganz kurz an, dann schießt die Pistole oder die AEP einmal automatisch 3 Schuss Burst. Und erst wenn ihr den Abzug komplett haltet und hinterdrückt, erst dann läuft der Full Auto.
Merkt ihr? Und das könnt ihr ebenfalls einmal einstellen. Achso, ich habe gar kein Magazin drin. Und das könnt ihr ebenfalls einmal einstellen über die Programmierung von diesem EFCS-System. Und das würde ich sagen, das schauen wir uns gleich mal an. Also schauen wir uns einmal an, wie wir dieses EFCS einmal programmieren. Ihr habt letztendlich 4 unterschiedliche Konfigurationsmöglichkeiten von dem Feuermodus. Standardmäßig out of the box kommt das Ding eben mit dem Semi im oberen Bereich. Dann habt ihr unten einmal Burst, wenn ihr den Abzug nur einmal antippt. Und wenn ihr den Abzug voll durchdrückt und haltet, habt ihr einmal den Full-Auto-Modus. Das ist die Standardeinstellung. Dann gibt es ebenfalls Modus 2, ist dann einmal nur Semi, also halbautomatisch und Vollauto. Bedeutet, der Burst-Modus fällt komplett weg. Die Nummer 3 ist dann einmal halbautomatisch und nur Burst. Bedeutet, wenn ihr jetzt gar kein Full-Auto spielen dürft oder spielen möchtet, aufgrund vielleicht der Magazinkapazität, könnt ihr eben nur Semi und Burst einstellen. Oder die dritte Variante ist dann eben Semi-Only. Warum auch immer. Möchte ich euch ganz kurz zeigen, wie das vonstatten geht. Hier eignet sich oder hier bietet es sich an, dass ihr mal eine BB euch hernehmt. Also eine Kugel braucht ihr am besten dafür. Dann tut man sich einfach leichter. So, wir nehmen einmal den gesamten Schlitten oder Verschluss hier oben einmal ab. Dann haben wir hier einmal unser Käbelchen raus. Und hier haben wir einmal unseren Akku, der im Lieferumfang einmal enthalten ist. So, jetzt ist aber zunächst mal wichtig, bevor ihr den Akku überhaupt ansteckt, wenn ihr mal hier hinten oben ins Eck reinschaut, da habt ihr hier hinten quasi den kleinen Mikrotaster da, der letztendlich einmal euren Feuermodus einstellt. Bedeutet, sobald das betätigt wird, der kleine Taster, schießt das Ding einmal entweder Burst oder Full Auto. Jetzt ist es wichtig, dass dieser Taster während des Ansteckens des Akkus einmal betätigt wird. Und dementsprechend, wie gesagt, nehmt eine Kugel, das passt perfekt. Da legt ihr einfach die Kugel da hinten rein, drückt sie runter, dass die Kugel einfach hier hinten einmal diesen Taster einfach runterdrückt. Und jetzt da müsst ihr den Akku anstecken und innerhalb von 3 Sekunden einmal den Abzug drücken. Dann kommt ihr in die Programmierung rein. Und bevor wir das jetzt machen, sprechen wir kurz die Modi durch. Wenn ihr das jetzt dann gleich macht, fängt der Motor an, unterschiedlich zu vibrieren. Bedeutet, vibriert ihr einmal, ist das Modus 1. Wollt ihr Modus 1 auswählen, drückt ihr einmal den Abzug. Dann vibriert der Motor zweimal. Wollt ihr Modus 2 aktivieren, das wäre dann einfach nur Semi und Full Auto, drückt ihr am Abzug. Also immer, wenn der entsprechende Modus kommt, die Anzahl der Vibrationen, dann einfach den Abzug einmal drücken, um diesen Modus einmal zu aktivieren. Ich blende euch vielleicht das Ganze am besten noch irgendwo, wo habe ich einen Platz, vielleicht da drüben oder so, blende ich es euch vielleicht noch mal ganz kurz ein. So eine kleine Übersicht. So, jetzt standardmäßig, wie gesagt, steht das Ding einmal auf Semi, dann einmal Burst, wenn er kurz antippt und Full Auto, wenn er durchdrückt. Jetzt nehmen wir mal an, wir wollen das Ding auf Semi-Only haben, warum auch immer. Dementsprechend stecken wir jetzt einfach mal den Akku an und dann drückt man sofort einmal Abzug. Und dann habt ihr gehört, dann vibriert das Ding. So, einmal, zweimal, dreimal, 4. So, Motor hat 4-mal vibriert, bedeutet, das ist der Semi-Only-Modus. Jetzt habe ich einmal den Abzug betätigt oder gedrückt und jetzt ist dieser Modus einmal aktiv. Bedeutet, wenn wir jetzt einmal diese Kugel hier wieder rauspopeln und jetzt den Taster drücken, läuft das Ding einfach nur Semi-Only. Und so könnt ihr jetzt quasi einfach die Modi einstellen, die ihr möchtet. Ich denke aber, dass Modus 1 quasi Semi dann einmal antippen, Burst und Full Auto durchdrücken, ist meiner Meinung nach der Standardmodus, ist eigentlich am besten dafür geeignet. Da kann man immer entscheiden, je nach Situation, gebe ich jetzt mal ein bisschen mehr Schüsse ab oder langt mir irgendwie ein 3-Round Burst oder so, je nach Situation. Also, ja, wie gesagt, man kann es einstellen, aber muss es natürlich nicht machen. So, und jetzt zeige ich euch noch, wie man ebenfalls mit dem 7.4er einmal das Precocking aktiviert. Das Precocking, also beziehungsweise das Vorspannen des Pistons, geht aktuell leider nur mit dem 7,4 Volt. Bedeutet, wenn ich das Ganze mit dem 11.1er einmal mache, dann funktioniert das Ganze nicht, denn dann passt der Zyklus irgendwie nicht mehr. Ist das System also ein bisschen zu schnell dafür. Aber wie gesagt, wenn ihr jetzt das Ansprechverhalten mit dem 11.1er ist mehr als ausreichend schnell. Wenn ihr aber jetzt schon diese 7.4er zu Hause habt für die AEP, dann könnt ihr eben jetzt das Ansprechverhalten im Semi mit ein bisschen Precocking einmal ebenfalls schneller bekommen. Möchte ich euch kurz demonstrieren. Zunächst mal zum Einstellen, oder machen wir erstmal einen kurzen Vergleich. Jetzt stecke ich einfach mal den Akku ganz normal an, 7,4 Volt.
und zeige euch einfach mal den Zyklus im Semi. Ist natürlich nicht so schnell wie mit dem Standard oder dem enthaltenen 11,1 Volt Akku. Es ist ausreichend, aber es kommt natürlich nicht an den 11,1 Volt Akku einmal ran. Dementsprechend könnte man eben mit dem 7.4er etwas Precocking im Semi draufgeben. Hierfür geht er genauso vor wie letztendlich gerade gesehen beim Einstellen der einzelnen Modi. Ihr müsst aber hier hinten den Mikrotaster nicht aktivieren. Also hier hinten beim Anstecken des Akkus keine Kugel reinstecken. Bedeutet, wir stecken den Akku einmal an und innerhalb der ersten 3 Sekunden drücken wir einfach einmal an dem Abzug. Und dann ist das Precocking aktiv. Bedeutet, anstecken, einmal drücken, der Motor vibriert zweimal, die Einstellung ist gespeichert. So, und jetzt dauert es aber ungefähr 3 bis 4 Schuss, bis das Precocking sich eingependelt hat und aktiv wird. So, jetzt ist es aktiv und wenn wir jetzt mal vergleichen, also deutlich flotter, deutlich spritziger das Ganze mit dem 7.4er und Precocking aktiv. Achtet aber darauf, dass wenn ihr jetzt sagt, ihr steckt jetzt wieder einen 11.1er ran, dann müsst ihr das Precocking wieder deaktivieren. Bedeutet, da geht er genauso vor wie gerade schon gemacht. Akku anstecken, abdrücken und entsprechend jetzt das Precocking wieder deaktivieren. So, jetzt ist es wieder deaktiviert und jetzt dauert es eben wieder 3 bis 4 Schuss, bis das Precocking komplett deaktiviert ist, beziehungsweise bis sich das System einmal eingependelt hat. So, jetzt Precocking wieder deaktiviert und wir können standardmäßig unseren 11.1er einmal wieder anstecken. Dann bietet es sich an, dass wir gleich weitermachen, einmal Magazin und Kompatibilität. Letztendlich passen in die Teile die ganz normalen Syma Standard AEP Magazine rein. Bedeutet die aus dem Lieferumfang diese relativ schweren Zinkmagazine, 29 Schuss. Die funktionieren hervorragend und feeden auch, wie ihr gesehen habt, selbst mit einem komplett vollgeknallten 11.1er feeden die hervorragend. Also hier gibt es gar nichts, nur halt die Kapazität mit 29 Schuss bei so einer hohen Kadenz. Bisschen arg wenig. Wenn ihr jetzt nur Semi schießt oder ab und zu mal 3 Round Bursts, würde ich sagen, sind die Magazine in Ordnung. Da gibt es auch schöne Clips einmal dafür, für Plattenträger und sowas. Da ist sowas in Ordnung. Wenn ihr jetzt in der Halle ein bisschen schneller auf Speed spielt oder sowas, da bietet es sich an, natürlich Magazine zu verwenden mit einer deutlich höheren Kapazität einmal drin. Und da muss man leider sagen, da muss man heute ein bisschen schimpfen, denn Syma bietet hier immer noch weiterhin diese 80 bzw. 88 Schuss Midcap-Magazine an, die leider ein bisschen grausam sind. Also die sind technisch nicht ganz gut umgesetzt und man muss immer selbstständig ein bisschen dran rumbasteln, damit die Dinger wirklich sauber funktionieren. Und wenn ihr dann mal ein bisschen dran rumgebastelt habt, dann funktionieren auch diese Midcaps oder diese 80 Schuss Magazine problemlos. Aber wie gesagt, qualitativ nicht gerade gut und man muss immer wieder ein bisschen rumtüfteln. So, einige hatten geschrieben, habe ich gelesen, da passen nur 60 Schuss rein. Das ist aber nicht korrekt. Also ich habe es vorhin mal komplett vollgeknallt, mein Magazin und mal alle BBs raus und nachgezählt. Bei mir passen exakt 88 Schuss in dieses Magazin einmal rein. Also wie man da auf 60 Schuss kommt, keine Ahnung, ich bringe 88 rein. So, wie gesagt, das Magazin wäre eigentlich perfekt geeignet und passt natürlich auch bei beiden Pistolen, egal ob jetzt bei der 131er oder bei der 127 Custom, passt das Magazin problemlos rein. Und es macht auch immer komplett einmal oben auf, aber es kann gegebenenfalls, je nachdem, wenn ihr Glück habt, funktioniert es, kann es Probleme geben, dass wenn ihr das voll macht, dass das Ding sich automatisch wieder entlädt. Bedeutet, ihr macht einen Speedloader, macht das Ding voll, nimmt einen Speedloader weg, macht es und die ganzen Kugeln kommen wieder raus. Dementsprechend, ich habe es auch schon mal angesprochen, das kann man relativ simpel einmal fixen, das Problem. Und ebenfalls ist mir noch was aufgefallen, dass mein Magazin nicht immer gut gefeedet hat mit 11,1 Volt. Auch das kann man relativ einfach fixen oder beheben. Diese beiden Punkte, wie ihr dieses Magazin einmal zum Laufen bekommt, die möchte ich euch ebenfalls ganz kurz in einer Aufnahme einmal zeigen. Also Leute, leider immer wieder ein lästiges Thema bei AEPs, dieses Syma 80 Schuss Midcap Magazin hier, dieses Plaster Magazin. Habe ich ebenfalls 3 Stück da und es ist einfach ein Riesenproblem bei diesen Magazinen, was Syma einfach nicht auf die Reihe bekommt seit Jahren, dass die BBs hier einmal sauber drin bleiben. Bedeutet, ihr knallt die BBs dann mit dem Speedloader rein und wenn ihr Pech habt, ihr zieht den Speedloader weg und der ganze Mist kommt automatisch wieder einmal rausgeflogen und verteilt sich überall.
Hier gibt es eine Möglichkeit, das Ganze sehr einfach und schnell zu beheben. Dieses Problem möchte ich euch ganz kurz zeigen, auch wenn ich mich gegebenenfalls einmal wiederhole. Ich glaube, ich habe das schon mal in irgendeinem Video gezeigt. Aber gerade für Einsteiger einfach ja, ein Must-Do, denn andernfalls sind diese Magazine nicht zu verwenden. So, zunächst mal müsst ihr hier oben das Ganze aufschrauben. Dazu müsst ihr aber zunächst mal die Federspannung rausnehmen. Bedeutet, wenn ihr mal einen Schraubendreher nehmt und hier oben gegen den Follower drückt, dann könnt ihr den Follower einmal nach innen reinschieben und entsprechend die Feder nach hinten ziehen. Jetzt schiebt ihr quasi den Follower so weit rein, bis ihr über dieses Loch einmal hinauskommt. Und dann nehmt ihr letztendlich einen kleinen Inbus oder irgendwas und stopft diesen einmal hier komplett durch oder komplett einmal rein. Bedeutet, ihr könnt das sogar so weit reinstecken, dass der auf der gegenüberliegenden Seite einmal rauskommt, quasi so. Und jetzt habt ihr keine Federspannung mehr drauf. Bedeutet, die Feder oder der Follower wird hier einmal unten gehalten. Jetzt könnt ihr bedenkenlos einmal diese beiden Kreuzschrauben hier hinten lösen. Habt ihr beide Schrauben gelöst, könnt ihr diese Abdeckung einmal abnehmen. Jetzt müsst ihr bloß aufpassen, vermutlich fallen die Hebel raus. Ach, nicht mal. Bedeutet, wir drehen es mal vorsichtig um. So, und hier seht ihr jetzt bereits, das Magazin wurde bereits einmal überarbeitet oder gefixt. Denn hier liegt ein Problem bei diesen kleinen Hebelchen vor. Bedeutet, die fahren einfach standardmäßig nicht hoch genug, einmal hier hoch, um die Kugeln einmal drin zu halten. Bedeutet, ihr nehmt einmal diese beiden Hebelchen raus, achtet aber darauf, wie diese einmal montiert sind. Bedeutet, dieser große Zapfen, quasi dieser hier, muss jeweils immer nach außen einmal stehen. Und ebenfalls, wenn ihr euch das Zeug mal ganz genau anschaut, jetzt hoffe ich bloß, ich kann es ein bisschen einfangen im Video, dann habt ihr hier auf der Seite jeweils so einen kleinen Steg raus. So einen ganz kleinen Mini-Steg, einmal hier auf der Seite. Und dieser Steg oder dieser Zapfen ist standardmäßig einmal breiter. Wenn ihr jetzt eine kleine Feile nehmt und diesen einmal reduziert, quasi im oberen Bereich, quasi hier einmal ein kleines bisschen Material abtragt, so circa einen halben Millimeter. Ja, so müsst ihr das, glaube ich, ein bisschen besser sehen können. Also im oberen Bereich, hier wo das Eck ist, hier oben einen halben Millimeter circa runterfeilen, damit eben dieser seitliche Zapfen, der hier auf der Seite ein kleines bisschen schlanker einmal wird. Und das auf beiden Seiten, also beide Hebel hier einmal bearbeiten. Achtet aber natürlich darauf, dass ihr nicht zu viel Material abtragt. Wenn ihr die Dinger komplett wegmacht, dann bleiben natürlich diese Hebelchen nicht mehr drin halten. Also die springen euch nach oben raus. Also wie gesagt, bis zur Hälfte circa reduzieren. Und dann merkt ihr schon, wenn ihr die dann wieder einmal einsetzt, dann merkt ihr schon einmal, dass diese einmal etwas höher fahren oder etwas höher herausragen. Und dementsprechend die BBs einmal sauber gehalten werden. Ein zweiter Tipp ist ebenfalls möglich. Ihr seht, die Federn wurden bei mir ein bisschen überdehnt. Bedeutet, dass damit hier einfach ein kleines bisschen mehr Druck drauf kommt auf diese Schieber oder auf diese kleinen Hebelchen, könnt ihr die Federn raustun und minimal ein kleines bisschen länger ziehen. Vielleicht um 1,5 mm, maximal 2 mm. Und dann das Ganze einmal wieder reinstopfen. Ja, natürlich, die Feder wird sich wieder zusammenstauchen, aber dennoch wird sie minimal ein bisschen länger einmal bleiben. Und ihr bekommt hier einfach ein kleines bisschen mehr, ein bisschen mehr Federdruck auf diese kleinen Hebelchen einmal drauf. So, und dann bleiben die BBs einmal problemlos drin und ihr könnt das Ding eben mit 88 Kugeln problemlos befüllen und verwenden. So, und dann noch ein ganz kleiner Tipp am Rande, das ist jetzt kein Must-Do, aber solltet ihr irgendwann mal mit einem Magazin Probleme haben in Bezug auf Feeding, jetzt ist, wie gesagt, ist es kein Problem, aber ich kenne welche, die haben Probleme mit den Magazinen gehabt und die haben mir den Tipp gegeben, die hintere Platte hier, wenn ihr das vergleicht mit den Original-Metallmagazinen oder mit den Zinkmagazinen, da ist die hintere Kante ist bei den Zinkmagazinen ein bisschen dünner und bei den Kunststoffmagazinen ist sie hier hinten deutlich dicker. Und dadurch sitzt die Kugel bei den Midcap-Magazinen etwas weiter vorne. Und das kann eben zu Feeding-Problemen führen. So, dann gibt es auch eine kleine Möglichkeit, das Ganze zu fixen. Ihr seht es bei mir zum Beispiel bei der Variante oder bei diesem Magazin, einfach mit einer kleinen Halbrundfeile oder von mir aus auch nehmt auch eine Rundfeile, einfach hier genau mittig, einfach ein kleines bisschen Material abtragen. Wie gesagt, minimalst ein kleines bisschen genau in der Mitte, damit die Kugel einfach hier oben, wo sie rauskommt, ein kleines Tick, ein kleines Fitzelchen, vielleicht 0,2, 0,3 mm, ein bisschen weiter hinten sitzt.
Wie gesagt, ist kein Must-Do oder sowas. Hier nur einfach einen kleinen Tipp, falls ihr mal Feeding-Probleme haben solltet. Wie gesagt, bisschen Material hier oben abtragen, quasi, dass die Kugel ein bisschen weiter nach hinten rutscht. Und dann sind auch Feeding-Probleme einmal behoben. So, die Montage ist dann letztendlich genauso, ja, oder umgekehrt halt, das war falsch. Der gehört einmal darüber, also der da rein. Der gehört dann einmal auf diese Seite. Schön runterdrücken, dass sie sauber drin sind, ein bisschen reindrücken, dass sie unten bleiben. Und dann das Ganze einfach wieder einmal montieren und später einmal den Inbus wieder rausziehen. Und damit habt ihr das Magazin einmal gefixt bzw. die Probleme behoben. Wie gesagt, ich finde es einfach grausam. Das ist wirklich seit Jahren bekanntes Problem und Syma hat es bis heute nicht auf die Reihe bekommen, das Problem einmal zu fixen. Entsprechend werde ich heute das Thema Mid-Cap-Magazin vermutlich einmal als Kritikpunkt im Fazit einmal aufnehmen. Dann machen wir weiter mit der Verarbeitungsqualität, Passgenauigkeit und Materialien. Wir beginnen hier zunächst mal bei der CM127 Custom. Hier beginnen wir erstmal im vorderen Bereich. Gewindeschutzkappe ist aus Alu gefertigt. Das Ganze gerändelt, bedeutet, ihr kommt wunderbar einmal ran. Ihr könnt es auch festschrauben. Ihr habt genügend Griff, genügend Grip, um das Ding einfach wieder einmal lösen zu können. Und da unten drunter habt ihr dann, wie vorhin schon mal gezeigt, einmal euer Standard 14 mm Linksgewinde für Schalldämpfer oder Tracer. Dann der gesamte Verschluss oder Schlitten hier oben drauf ist einmal neu, also quasi vom Design her ja, überarbeitet oder neuer Verschluss letztendlich einmal oben drauf und ist vom Design her sehr ansprechend, wie ich finde. Also unheimlich modern mit diesen ganzen Konturen einmal drin, mit diesen ja, Vertiefungen, sieht unheimlich modern und sexy einmal aus. Gerade im oberen Bereich hier oben so ein kleiner Cut noch einmal drin. Patronenlager angedeutet und hier hinten eben die Gewinde für RMR oder Doktor für die Montage. Hier ist mir gerade noch aufgefallen, vielleicht noch ein kleiner Tipp, wem das jetzt stören sollte, dass die Gewinde hier einmal offen sind, wenn ihr keine Optik montiert oder keinen Rotpunkt montiert, dann könnt ihr euch auch einfach hier einen kleinen Gewindestift überall einfach reinmachen, damit die Löcher einfach zu sind. Wie gesagt, kleine Überlegung von mir. Dann habt ihr eben bei dem Modell jetzt hier Kimme und Korn oder offene Visierung mit diesen Lichtsammlern einmal drin, wie vorhin schon mal gesagt, hier einmal im Detail und ist von der Visierung auch ohne RMR oder ohne Optik extra drauf wirklich tadellos und wirklich klasse. Finde ich ein bisschen schade, nur bei der 127 das Ganze, bei der 131er haben wir das Ganze leider nicht. Also hier wunderbar von der Visierung, wie gesagt, Lichtsammler Neon Orange hinten und Neon Grün einmal im vorderen Bereich. So, dann sitzt das Ganze wirklich hervorragend einmal drauf, wie man es von den AEPs eigentlich gewohnt ist. Bedeutet, sobald ihr das Ding einmal hinten ein oder vorne einhakt und hinten runter klipst, sitzt das Ding komplett fest drauf. Also hier kein Wackeln oder sowas vorhanden, kein Spiel, keine Toleranz drin. Das sitzt wie Arsch auf Eimer. Also hier Passgenauigkeit, Schlitten oder Verschluss mit dem Griffstück wirklich tadellos. Auch hier hinten schön gemacht eigentlich, kommt man wunderbar einmal mit dem Finger rein. Vom Design her, wie ihr seht, hier oben ein bisschen abgerundet. Wie gesagt, kommt da wunderbar rein, schöner Druckpunkt hinten und wird, wie gesagt, sauber einmal arretiert, das Ganze. So, dann haben wir natürlich vom Schützen aus auf der linken Seite einmal bei diesem Modell standardmäßig den Feuerwahlhebel, bedeutet im oberen Bereich standardmäßig einmal Semi und wenn wir dann das Ganze einmal umschalten nach unten über Klick, haben wir dann, wenn wir einmal abdrücken, standardmäßig eben 3 Round Burst und wenn wir voll durchziehen und halten, einmal den Vollautomatik. Also hier das Ganze, wie man es einfach kennt, einmal umschaltbar. So, dann haben wir letztendlich vorne noch einmal die Pick Rail. Zunächst mal das gesamte Griffstück ist weiterhin, müsste ABS sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Es müsste aber, glaube ich, ABS sein, aber es fühlt sich unheimlich gut an, muss man sagen. Also jetzt nicht vergleichbar mit irgendwelchen kirmeskniften ABS-Plaste, sondern es ist schon wirklich von der Qualität gut. Ich meine, die meisten von euch, wenn die AEPs kennen, die wissen, dass einfach der Kunststoff von den AEPs wirklich gut und von der Haptik wirklich klasse ist. Also da nimmt man nicht wirklich einen Unterschied jetzt wahr, ob das jetzt ein guter ABS-Kunststoff ist oder ob es ein Polyamid ist mit Glasfaserverbund oder sowas. Also hier die Haptik, wie gesagt, vom Material, Qualität, robust, wunderbar, kann man definitiv nicht schimpfen. Und was ihr vielleicht auch seht, dass das gesamte Griffstück überall so eine ganz leichte Struktur einmal drauf hat. Also es fühlt sich einfach stimmig an, es fühlt sich nicht billig an oder sowas. Das geht vollkommen in Ordnung. Hier haben wir jetzt bei dem Modell keine Abzugssicherung drin, sondern wenn ihr das Teil in die Sicherung bringen wollt, habt ihr hier auf der Seite einmal diesen Hebel dran oder diesen kleinen Knopf. Bedeutet hier, wenn ihr einmal runterdrückt, ist das Ding in der Sicherung einmal drin. Wenn das wieder hochfahrt, ist das Ganze wieder scharf.
Finde ich gut platziert, ehrlich gesagt, denn man kommt mit dem Finger, wenn man lang macht vom Abzug, man kommt wunderbar einmal hin. Wie gesagt, also hier absolut keine Probleme und es funktioniert auch tadellos. Also die Sicherung, wie gesagt, oder der Hebel, der hakt nicht, der klemmt nicht, lässt sich unheimlich schnell und sauber einmal umschalten, das Ganze. So, wieder nach oben, dann wäre das Ding einfach einmal wieder scharf. So, vorne haben wir dann noch die Pick-Rail einmal dran, wie gesagt für Österreicher, Schweizer. Ihr könnt noch natürlich Laser-Lichtmodul oder Lampe einmal montieren. Bei uns in Deutschland das Ganze leider nicht. Technisch aber einmal möglich. So, das Griffstück, wie gesagt, Qualität ist in Ordnung. Vom Schützen aus auf der linken Seite findet man dann noch einmal den Magazinhalter vor. Der ist relativ klein, muss man sagen. Er ist aber auch problemlos einmal zu erreichen. Und er ist auch, wenn man das Ding in der Hand hat, er ist absolut nicht falsch platziert, nicht störend oder sowas. Man kommt nicht aus Versehen irgendwie hin, sondern der ist in Ordnung. Wie gesagt, hier einmal der kleine Magazinauswurf oder der kleine Magazinhalter vom Schützen aus auf der linken Seite einmal vorzufinden. So, dann seht ihr ebenfalls 127 zieht sich im oberen Bereich wieder schön schlank einmal zum Abzug zusammen und dementsprechend liegt die Pistole oder liegt die AEP auch wunderbar einmal in der Hand drin. Wie gesagt, sie wirkt jetzt nicht irgendwie klobig, nicht bullig in der Hand und aufgrund des Materials und des Gewichts wirkt sie einfach hochwertig. Wie gesagt, wirklich gut von Syma einmal das Ganze umgesetzt. Was jetzt das Modell ein kleines bisschen unterscheidet von der 131er zum Beispiel, gerade bei der Demontage, ist, dass wir hier eben solche, ja, so Art Griffschalen einmal drauf haben. Das kennt ihr zum Beispiel von den älteren Modellen ebenfalls. Diese Griffschalen sind von Syma einmal mit doppelseitigem Klebeband einmal aufgeklebt. Bedeutet, es ist beim Demontieren, müsst ihr da ein bisschen drauf achten, denn unter den Griffschalen findet ihr ebenfalls zwei Pins einmal vor. Da müsst ihr mit dem Schlitzschraubendreher von unten in den Magazinschacht rein und dann eben einmal raushebeln das Ganze, damit sich eben diese Griffschalen einmal lösen. Das doppelseitige Klebeband hält wie Hölle, also das hält auch zweimal, das hält dreimal. Sollte irgendwann mal, wenn ihr das öfters demontiert oder für eine Wartung, die Griffschale nicht mehr halten, dann könnt ihr problemlos jedes x-beliebige doppelseitige Klebeband einfach hernehmen und die Griffschale einfach wieder aufkleben. Wie gesagt, jetzt hier out of the box hält es wirklich tadellos. Und auch der Griffrücken ist hier schön strukturiert, muss man sagen, bei der 127 solche, ja, so quasi so Rillen einmal rüber, genauso im vorderen Bereich und dementsprechend greift sich das Ding einfach sauber und sicher. Wie gesagt, sie rutscht euch selbst mit schwitzigen Händen nicht irgendwie aus der Hand raus oder sowas. Sie greift sich einfach für eine AEP richtig, richtig gut, muss man sagen. Dann schauen wir uns das Ganze bei der CM131 auch noch ganz kurz an. Auch hier hat sich zunächst mal der gesamte Schlitten oder Verschluss geändert vom Design her. Seht ihr auch jetzt doch nochmal etwas moderner das Ganze, gerade vom Schützen aus auf der linken Seite. Sehr viele, ja, so Konturen einmal drin, ein bisschen kantig das Ganze vom Design, finde ich unheimlich schön. Wie gesagt, sehr, sehr modern, einmal vom Schlittendesign, einfach mit der Zeit ein bisschen mitgegangen. Was ich euch gerade bei der 127er schon angesprochen habe, leider bei der 131er Standardvisierung, wie man es kennt, bedeutet hier keine Lichtsammler irgendwie drin, sondern einfach nur diese weißen, ja, ein weißer Punkt vorne am Korn und hinten an der Kimme einmal, ja, das Rechteck einmal zum Visieren. Und natürlich ebenfalls die exakt gleichen Bohrungen wie bei der 127 und dementsprechend auch hier problemlos möglich, einen Rotpunkt oder einen RMR einmal drauf zu montieren. Natürlich auch hier das Gewinde ist letztendlich 1:1 alles identisch und hier oben ebenfalls ein Cut einmal drin, dass ihr quasi diesen Überzug, diesen goldenen vom Outer quasi hier oben drin einmal seht. Die einen sagen, ja, sie brauchen es, die anderen sagen, nee, da fällt Dreck rein. Das ist letztendlich Latte, ob da Dreck reinfällt. Letztendlich liegt nur einmal der Akku unten drunter, bedeutet, wenn da mal ein bisschen Sand reinkommt oder ein bisschen Dreck reinkommt, mein Gott, macht das Ding auf, nimmt einen Pinsel, putzt den Dreck wieder raus und fertig. Das System selbst sitzt letztendlich hier hinten drin und hier ist ja alles einmal, einmal alles geschlossen letztendlich. So, auch hier der Griff, so habe ich euch vorhin schon mal gesagt, hier kein Knarzen oder sowas, wenn ihr den zusammendrückt oder so. Das passt ebenfalls wie bei der 127er wirklich wunderbar. Bedeutet auch hier, wenn ihr den Schlitten oder den Verschluss einmal hinten einhakt, runterdrückt, einklicken lasst, dann hält das Ding wunderbar und problemlos da oben drauf. Also wird richtig schön sauber einmal arretiert das Ganze. Dann habt ihr bei dem Modell eine kleine Besonderheit, gerade im Vergleich zu Standard Glocks zum Beispiel. Seht ihr hier hinten, da kommt noch so eine Flosse einmal raus. Manche stört es ein bisschen, ich finde es aber sehr angenehm, muss ich sagen. Denn dadurch habt ihr da hinten einfach nochmal so eine
ja, so eine kleine Auflage einfach vom Handballen dran. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt nicht störend. Bei einer Scharfwaffe wäre es natürlich jetzt ein Schutz quasi, wenn der Schlitten zurückfährt, ist bei einer AEP natürlich nicht wirklich nötig. Aber ja, wie gesagt, hier hinten so eine Art Flosse einmal dran oder so ein Schutz einmal dran. So, dann wurde natürlich auch bei dem Modell einmal der Verschlussfang einmal nachgebildet, wie bei einer Glock ähnlich, quasi hier vom Schützenhaus auf der linken Seite, aber das Ganze natürlich ohne Funktion, ist ja letztendlich eine AEP. So, dann auch bei diesem Modell habt ihr letztendlich hier einmal die Sicherung. Diese müsst ihr aber nicht unbedingt verwenden bei der 131er, denn dieses Modell hat ebenfalls eine Abzugssicherung, wie ihr das bereits vielleicht kennt. Bedeutet hier, wenn ihr einfach nur so ganz leicht drückt, fährt das Ding in die Sicherung rein. Zum Abziehen müsst ihr einfach den mittleren Hebel ebenfalls einmal mitdrücken, damit das Ding einfach einmal scharf ist. Wie gesagt, hier bei diesem Modell einfach 2 Sicherungen vorhanden. Einmal hier vorne, wenn ihr sie nutzen wollt, aber meistens ist die Abzugssicherung einmal ausreichend. Das Griffstück ist dann natürlich auch bei diesem Modell ja genauso aus ABS-Kunststoff gefertigt, aber ein sehr guter ABS-Kunststoff. Auch hier, wie gesagt, kein Knarzen, kein Verwinden oder sowas vorhanden. Und auch dieses Modell fühlt sich einfach sehr, ja, sehr stimmig an von der Haptik her. Also auch dieses Modell wirkt definitiv nicht irgendwie billiger oder so. So, dann Bedienelemente bei dem Modell exakt identisch, hier oben auch wieder einmal umschalten, Feuerwahlhebel, oben Semi, unten Burst und Full Auto, funktioniert tadellos und klickt richtig schön sauber in die einzelnen Positionen einmal rein. Auch lässt sich das Ganze, wenn ihr die Pistole einmal im Anschlag habt oder in der Hand habt, lässt sich das Ganze wunderbar einmal mit dem Daumen bedienen. Wie gesagt, eine gute Position, super zu erreichen, kann man definitiv nicht schimpfen. So, dann haben wir hier noch unseren Magazinauswurf oder unseren Magazinhalter. Der ist zwar ein bisschen größer jetzt wie bei der 127er, er ist aber auch ein bisschen tiefer versenkt. Bei der 127er kommt er ein kleines bisschen weiter raus. Hier ist er eher, ja, nur vorne, quasi im vorderen Bereich kommt er raus. Hier, wo ja eigentlich die Griffschale ist oder der Griff, da ist er schon fast plan quasi. Auch hier die Position ist perfekt, bedeutet, er stört absolut nicht. Ihr kommt nicht aus Versehen irgendwie ran mit dem Finger oder mit dem Daumen, nichts aus Versehen, sondern wenn ihr wirklich drücken wollt, dann trefft er den auch wunderbar. Wie gesagt, funktioniert ebenfalls tadellos der Magazinauswurf. Was wir vielleicht noch ansprechen können, ganz kurz, Abzugsgewicht ist bei den AEPs auch mit dem EFCS relativ hoch. Bedeutet, ihr habt eine relativ straffe Feder einmal am Abzug dran. Finde ich aber schön, denn dadurch geht der Abzug relativ direkt. Bedeutet, wie soll ich sagen, er wirkt nicht schwammig oder sowas. Und ihr findet diesen kleinen Mikrotaster von dem EFCS-System, findet ihr unheimlich schnell. Ihr nehmt ihn zwar nicht wahr über den Klicken, aber ihr seht, standardmäßig ist das Abzugsgewicht relativ hoch und der Abzugsweg schon standardmäßig relativ kurz. So, den Mikrotaster bekommt ihr ungefähr hier. Bedeutet, ihr könnt den Abzug hier herstellen. Und dann könnt ihr hier hinten schön definiert, schön schnell und fein einmal triggern. Wie gesagt, es funktioniert einfach tadellos und ihr gewöhnt euch unheimlich schnell dran, diesen Taster einmal zu finden. Also ihr müsst nicht jetzt den Abzug wieder komplett nach vorne kommen lassen, sondern wenn ihr das Ding released für ca. 2-3 mm, ist es vollkommen ausreichend. Also hier kann man richtig schön sauber und schnell einmal im hinteren Bereich triggern. So, dann ansonsten ist auch dieses Griffstück natürlich einmal ein bisschen strukturiert, ein bisschen passend zum Schlitten oben oder zum Verschluss. Ich hätte es aber gern noch ein kleines bisschen gröber gehabt. Bedeutet hier, ja, wir haben so eine Struktur einmal drin, sie liegt schön in der Hand, sie fühlt sich gut an. Ich werde mir vielleicht, wenn ich mir eine gönne, werde ich mir hier vielleicht noch ein Stippling drauf machen. Denn wie gesagt, bei der 131er könnte das noch ein bisschen, einfach noch ein bisschen gröber sein von der Struktur. Wie gesagt, das ist aber Geschmackssache. Wenn ich mir eine gönne, dann eventuell einmal ein Stippling aufbringen. Dann können wir uns ebenfalls noch ganz kurz anschauen, wie wir das Hop-Up einstellen. Das geht letztendlich genauso wie bei allen anderen AEPs, nur dass wir eben jetzt hier einmal diese Aluminiumteile oder dieses Aluminiumsystem einmal von Begadi direkt drin verbaut haben. Bedeutet, genauso wie beim Akku einlegen, einmal den Schlitten oder Verschluss einmal runter. Und dann seht ihr jetzt hier eben nicht das Plastikgerät, wie man es gewohnt ist, sondern eben das Ganze aus Aluminium gefertigt, schön gerändelt außen und ebenfalls der Lever. Im oberen Bereich ist einmal die Aluminium-Version mit einem schönen Tensioner direkt einmal mit dran. Das schauen wir uns später natürlich noch einmal im Detail an. So, zum Hop-Up einstellen. Wie gesagt, Nullposition ist auf Anschlag. Dementsprechend jetzt mit ein bisschen Schmackes das Ganze einfach einmal hier drehen. Ihr könnt es auch mit dem Fingernagel machen, geht auch wunderbar.
Aber eins sei euch gesagt, ihr braucht selbst für 0,25 Gramm braucht ihr da relativ wenig Druck. Also kommt nicht auf die Idee und dreht das Ding jetzt da irgendwie halbe Umdrehung im Kreis rum. Da langt es bereits, wenn ihr jetzt, sage ich mal, hier auf 0 seid, dann dreht ihr das Ding vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 4-5 mm nach vorne. Dann könnt ihr bereits 0,25 Gramm BBs problemlos hoppen. Auch 0,3 Gramm BBs macht dann noch einen Millimeter mehr drauf und es langt. Wie gesagt, ihr müsst da ein bisschen vorsichtig vorgehen, denn das Hop-Up reagiert je nach Kugelgewicht relativ aggressiv. Je leichter die BB, desto aggressiver ist es. Dementsprechend, wie gesagt, die besten Ergebnisse hatte ich mit 0,25 Gramm. Ihr könntet rein von der Technik auch problemlos einmal 0,3 Gramm verwenden, aber die fliegen halt so sau langsam, würde ich nicht unbedingt empfehlen. Aber das ist jedem einmal selbst überlassen. Gut Leute, dann machen wir auch heute einfach mal zur Sicherheit nochmal eine Demontage. Ich weiß, ich habe es euch damals schon bei dieser CM131 einmal gezeigt. Ich bin mir aber selbst aktuell nicht ganz sicher, ob sich gegebenenfalls von der Technik her aufgrund dieses neuen EFCS MOSFET-Systems, ob sich da irgendwas vielleicht ein bisschen geändert hat oder ob man auf irgendetwas etwas stärker achten muss beim Demontieren. Dementsprechend machen wir einfach nochmal kurz eine Demontage und ihr wisst ja Bescheid, wenn es nicht interessiert, einfach zack, weiter zappen, nächstes Kapitel. Und auch hier für Einsteiger nochmal kurz die Erklärung, ob ihr jetzt hier so eine 131er demontiert oder eben so eine 127er oder whatever. Die Dinger sind vom Aufbau her alle exakt oder nahezu exakt identisch. Geht also alles, ja, geht letztendlich alles gleich. Also nehmen wir das Ding auseinander. Erstmal Magazin muss natürlich einmal raus, dann ganz normal einmal Schlitten runter oder Verschluss einmal runter. Und dann lösen wir wieder einmal diese Schutzabdeckung hier oben drauf. Habt ihr 3 kleine Kreuzschrauben. Auf der Seite hier 2 Stück, hier oben eine, hier hinten nochmal eine und auf der gegenüberliegenden Seite nochmal eine. Diese 3 Schrauben einmal komplett lösen und später bei der Montage, wenn ihr das wieder zusammenbaut, darauf achten, dass ihr die Schrauben, gerade die im hinteren Bereich, nur ganz, ganz leicht ein bisschen anzieht. Ansonsten reißt ihr hier hinten diesen dünnen Kunststoff einmal kaputt. Ist aber letztendlich auch wurscht, ist nur so eine Schutzabdeckung oder einfach so eine, ja, einfach eine Abdeckung. So, alle Schrauben draußen, könnt ihr diese Abdeckung einfach einmal runterziehen. Wie gesagt, es ist bloß so ein lappriges Plastikding da, so eine Abdeckung. So, hier vielleicht noch kurz der eine Tipp. Ich habe es euch, glaube ich, vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Bei der 127er war standardmäßig das Hop-Up-Einstellrädchen von Syma nicht komplett festgezogen. Bedeutet, diese Schraube hier war nicht komplett einmal auf Anschlag und dadurch ging das Einstellrädchen unheimlich schwach oder lief einfach butterweich, konnte sich entsprechend einmal von selbst verstellen. Einfach hergehen, sollte das bei euch der Fall sein und das Rädchen zu leicht gehen, einfach hergehen und die Schraube schön ordentlich zudrehen, damit das Einstellrädchen schön straff einmal mit Widerstand läuft und sich entsprechend einmal nicht verstellt. Hier nur ein kleiner Tipp. So, dann muss diese Abdeckung hier einmal runter vom Lauf, einfach von hinten einmal runterklipsen, runterziehen und dann einfach abziehen. Wie gesagt, auch das ist nur einmal so eine kleine Schutzabdeckung bei der 131er letztendlich. So, dann drehen wir das Ding mal so her und lösen direkt einmal den Spring Guide Halter. Bedeutet, ihr habt hier oben einmal Spring Guide bzw. Federstange einmal drin von der Nozzle letztendlich und hier hinten habt ihr 2 Senkkopfschrauben Kreuz einmal drin. Hier nur aufpassen, da kommt die Federspannung dagegen. Bedeutet, wenn ihr die Schrauben löst, am besten mit einer Hand oder mit dem Finger hier oben den ganzen Block ein bisschen festhalten. Am besten ein bisschen draufdrücken. So, und dann einmal diese beiden Schrauben hinten lösen. So, und wenn wir diese beiden Schrauben gelöst haben, dann merkt ihr einfach, dass hier eben der Zug drauf kommt. Haltet da hinten den Block ein bisschen dagegen, haltet innen drin die Federstange ein bisschen fest und dann könnt ihr diesen Block einmal rausnehmen, ohne dass euch die Federstange einmal verloren geht. So, hier unten hängt noch eine kleine Feder drauf, auf diese müsst ihr ebenfalls einmal achten. Die fällt relativ gerne einmal weg. Also aufpassen auf diese kleine, Trapezfeder oder keine Ahnung. Auf die Feder auf jeden Fall aufpassen und dann einmal den Spring Guide, die Federstange einmal langsam kommen lassen. So, und dann könnt ihr das Ganze einfach einmal rausziehen und ebenfalls mit einem kleinen Bit die Nozzle schräg ein bisschen reingehen und die Nozzle hier hinten einfach einmal ebenfalls rausnehmen oder eben entnehmen. So, dann seht ihr hier jetzt eben dieses neue EFCS einmal drin. Bedeutet, hier seht ihr so einen kleinen Mikrotaster. Da kommt so eine Platine einmal rüber. Hier innen drin sind einmal 2 kleine Platinen und ein bisschen so blauer Kunststoff ist, glaube ich, auch noch neu. Aber ansonsten ist es eigentlich nicht wirklich unterschiedlich. Bedeutet, wir können eigentlich mit der Demontage
genauso weitermachen, wie man es eigentlich gewohnt ist. Bedeutet, wir drehen das Ding zunächst mal rum und klopfen hier einmal über dem Abzug den Pin hier einmal raus. Ihr könnt es probieren, ob ihr dann rausdrücken könnt. Nein, geht nicht, alles klar, dann klopft man einmal raus. So, der ist jetzt relativ straff drin. Das war bei meiner Version damals nicht so. Also einmal den Pin hier unten einmal komplett einmal rausklopfen. Und jetzt ist der gesamte, der gesamte Lauf sozusagen oder euer Inner zusammen mit der Hop-Up-Kammer ist jetzt einmal lose. Seht ihr, könnt ihr nach oben rausklappen. Hier müsst ihr jetzt nur letztendlich aufpassen, hier hinten auf diesen Abzugsbügel oder auf diese Abzugstange. Die seht ihr hier einmal drin. Da müsst ihr jetzt ein bisschen aufpassen wegen den Kabeln. Klappen am besten hoch. Und dann können wir das Ganze drum einmal nach oben rausziehen und vorne einmal vom Griffstück oder vom Frame einmal lösen. Bedeutet nach oben, dann ein bisschen nach hinten, hier vorne einmal rausziehen, aushaken und dann das Ganze drum einmal nach oben entnehmen. So, zack, und dann ist es ebenfalls einmal auseinandergebaut. Die Abzugstange könnt ihr ebenfalls, warum auch immer, könnt ihr sie einmal runterziehen. Ihr müsst nur später aufpassen. Die muss hier seitlich wieder schön einmal drin liegen. Ne? Also hier seitlich, dass sie hier hinten quasi einmal schön unten liegt. Und hier seht ihr, jetzt seht ihr hier sogar vielleicht, wartet mal. Hier könnt ihr es, glaube ich, jetzt schön sehen. Hier ist nochmal ein kleiner Mikrotaster. Und das ist, glaube ich, der Mikrotaster einmal für den Abzug. Bedeutet, die Abzugstange liegt hier hinten einmal drin. Und wenn ihr dann den Abzug zieht, dann zieht ihr quasi hier hinten auf diesen kleinen Mikrotaster einmal drauf. Also hier ein bisschen aufpassen bei der Abzugstange. Nicht, dass ihr irgendwie, vielleicht bei der Montage diesen kleinen Taster hier kaputt macht. Und auf diesen auch einmal aufpassen hier. Das ist letztendlich der Indikator für Einzelschuss oder für Burst oder für Full Auto. Der kleine hier hinten. Also da ein bisschen aufpassen. So, wenn ihr da noch weiter demontieren wolltet, einmal Hop-Up-Kammer zeige ich euch auch noch kurz. Müsst ihr letztendlich nur einmal das Einstellrad demontieren. Also hier einfach die mittlere Schraube oder einfach die Schraube einmal lösen. Dann könnt ihr das gesamte Einstellrad einmal abnehmen. Das ist übrigens aus Aluminium gefertigt. Das müssten wir, glaube ich, schon kennen. Müssen wir uns mal genau anschauen später. Also das Aluminium-Einstellrad einmal weg. Dann könnt ihr hier oben ein bisschen aufklappen und ebenfalls diese große Schraube hier, die Senkkopfkreuz, ebenfalls einmal auseinanderschrauben oder eben lösen. So, und sobald ihr diese gelöst habt, könnt ihr die Hop-Up-Kammer einmal voneinander trennen. Bedeutet einfach diese beiden Hälften ein bisschen vorsichtig einmal auseinanderziehen. So, zack, einmal weg. Hier oben kommt der Lever raus. Schauen wir uns auch später nochmal im Detail an. Aluminium-Lever, dann einmal Bucking und Lauf, okay, müssen wir uns auch anschauen. Einmal raus und somit ist das ganze Ding einfach einmal komplett demontiert. Abzugstange seht ihr hier, die hakt hier letztendlich ein. Könnt ihr ebenfalls rausziehen, wenn ihr wollt. Ansonsten lasst ihr das Ding einfach da hinten drin einmal drin stecken. Dann machen wir gleich weiter mit der Gearbox. Da habt ihr zunächst mal hier unten diese Abdeckung drauf. Die müsst ihr nicht unbedingt entfernen. Ihr könnt es auch dran lassen, aber nicht wundern, da ist ein Aufkleber drauf. Und wenn ihr den Aufkleber einmal wegmacht, dann kommen hier eben zwei kleine Schrauben zum Vorschein. Wie gesagt, ihr könnt es auch dran lassen, stört vielleicht später ein kleines bisschen. Dementsprechend machen wir die Abdeckung hier unten ebenfalls einmal weg. Hier also im vorderen Bereich diese beiden kleinen Kreuzschrauben einmal lösen. Die zwei Schrauben gelöst, können wir letztendlich die Abdeckplatte einfach einmal wegziehen. Bedeutet mit dem Finger ein bisschen reingehen, ein bisschen nach oben wegziehen das Ganze und einmal entfernen. So, und dann bleiben uns letztendlich nur noch drei kleine lange Pins. Und zwar einmal, jetzt brauche ich einen kleinen Bit oder irgendwas, nehmen wir den hier. Und zwar einmal, hier ist ein kleiner Pin drin, auf der Seite ist ein kleiner Pin drin und hier oben ist ein kleiner Pin drin. So, und diese drei Pins, die sind einmal bei dieser 131er sind die sichtbar, bedeutet, ihr könnt die einfach jetzt hier rausklopfen. Bei anderen Modellen kann es vorkommen, gerade 127er zum Beispiel, da hat das Griffstück, hat sozusagen so eingearbeitete Griffschalen. Diese sind im Regelfall einmal mit dem doppelseitigen Klebeband einmal draufgeklebt. Bedeutet, wenn ihr die Pins bei eurem Modell nicht seht, dann geht ihr einfach von innen mit einem Bit oder mit einem Schraubendreher in den Magazinschacht rein und drückt von innen quasi diese Griffschale sozusagen weg auf beiden Seiten. Wie gesagt, die sind nur geklebt, doppelseitiges Klebeband. Griffschalen weg und dann seht ihr auch bei den anderen Modellen einmal diese drei Pins hier rauskommen. So, und diese drei Pins, die klopfen wir uns jetzt einfach einmal raus. So Leute, alle drei Pins einmal gelöst. Hier ist mir jetzt ein bisschen was aufgefallen, was bei meiner 131er noch nicht der Fall war. Und zwar die Pins jetzt bei dieser neueren Version, die sind auf einer Seite einmal gerändelt. Bedeutet, seht ihr hier einmal glatt und hier hinten der Kopf
ist einmal gerändelt. Bedeutet, bei der alten Version war es noch egal, auf welche Seite man die Pins einmal rausklopft. Bei der neuen Version solltet ihr diese nach links rausklopfen. Ihr klopft also vom Schützen aus auf der rechten Seite einmal dagegen, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite einmal rauskommen. Denn wie gesagt, sonst müsst ihr diesen ganzen gerändelten Kopf einmal durchdrücken. Und was mir ebenfalls aufgefallen ist, bei dem oberen Pin solltet ihr auch ein kleines bisschen aufpassen, der hier oben drin sitzt. Denn dieser geht komplett hier hinten einmal durch die Platine oder ja fast durch die Platine einmal durch. Also nicht, dass ihr dann irgendwie mit dem Stifttreiber schräg kommt und dann irgendwie gegen die Platine haut oder so. Also bei dem oberen oder den oberen schön gerade einmal rausklopfen. So, und somit ist ebenfalls die gesamte Gearbox lose und wir können diese jetzt einmal durch den Pistolengriff oder durch den Griff einmal rausziehen. Bedeutet, ich einfach hier oben einmal reindrücken und dann kommt das Ding eben nach unten einmal raus. Bisschen auf die Kabel aufpassen und einmal durchdrücken das Ganze. So, Kabelstecker, wie gesagt, aufpassen und einmal raus das Ganze. So Leute, Gearbox sieht letztendlich auf den ersten Blick erstmal identisch aus, zumindest vom Aufbau her, aber ihr seht, hier ist eben jetzt dieses ganze EFCS-System einmal drin. Sieht relativ komplex aus, das Ganze. Also hier sehe ich zwei Platinen, ja, ein bisschen so Chips oder sowas. Hier ist ein kleiner Mikrotaster dran, da oben ist ein Taster, hier ist ein Taster. Ja, da würde ich sagen, da sind wir letztendlich erstmal ein kleines bisschen vorsichtig, wenn wir das Ding jetzt einmal demontieren. Nicht, dass wir da jetzt irgendwas beschädigen. So, und was mir auch direkt einmal aufgefallen ist, wie gesagt, gerade erst rausgezogen die Gearbox. Und ich sehe hier in der Gearbox drin, dass Syma bereits die Gears jetzt out of the box bereits schimmt. Bedeutet, hier liegen unterschiedlich dicke Schimmscheiben einmal drin. Und das Ding ist einfach perfekt einmal eingeschimmt. Bedeutet nicht wie bei den alten Modellen, dass da die Gears irgendwie einen halben Millimeter Luft innen drin haben. Nein, die sind jetzt hier perfekt einmal eingeschimmt von Syma. Finde ich perfekt und dementsprechend natürlich auch der Klang um einiges besser wie noch bei den alten Modellen. So, also gehen wir es mal an. Machen wir mal das EFCS da weg. Da brauchen wir jetzt erstmal vermutlich einen Kreuzschraubendreher. Wir machen mal die Abdeckung hier weg. Also einmal diese beiden Schrauben hier. Die lösen wir einmal. So, dann nehmen wir hier einfach die Abdeckung einmal weg und dann lösen wir jetzt einfach mal die hintere Schraube hier noch drin. Okay, die ist relativ lang. Ach, die braucht man gar nicht komplett, okay. Also die geht einmal komplett durch. Seht ihr vielleicht, die geht einmal komplett durch die Schraube bis hier drüben einmal rein in die Gearbox. Entsprechend vermutlich, da hier eben eine Platine ist, da ist zwar so ein Kunststoff, Spacer nenne ich es jetzt einfach mal, so ein Kunststoffteil einmal drin. Die Schraube würde ich aber gegebenenfalls nicht zu stark anziehen. Also macht sie wirklich nur mit dem Kopf plan, zieht sie leicht handfest an und gut ist. Nicht, dass ihr hier irgendwie das so arg quetscht über die Schraube. So, wie gesagt, jetzt ist das Ganze bereits einmal lose. Ach, das bleibt alles zusammen, das ist ja geil. So, ja, scheint zusammen zu bleiben. Also hier das komplette EFCS. Nehmen wir einfach einmal ab, beziehungsweise drehen es uns oder legen es uns ein bisschen auf die Seite einmal. So, komplett weg bekommen wir es natürlich nicht, denn dann müssten wir einmal die Kabel hier unten vom Motor einmal ablöten. Bedeutet, es ist genauso wie bei den älteren Modellen mit MOSFET. Die sind immer komplett einmal nicht gesteckt, sondern sind immer verlötet hier unten am Motor. Ist aber nicht weiter schlimm, können wir einfach einmal so dran hängen lassen. So, und letztendlich können wir jetzt da die Gearbox voll öffnen. Bedeutet 3 Schrauben. Einmal hier oben im Eck eine, hier in der Mitte eine und hier unten am Motor eine. Die hier unten, diese beiden, die braucht ihr nicht, die könnt ihr drin lassen. Also lösen wir die 3 Schrauben. So, Schrauben gelöst, dann können wir das Ding aufmachen und hier wieder ein kleiner Tipp, wer so eine Gearbox vielleicht das erste Mal öffnet, damit euch nicht alles in der Gegend rumfliegt und irgendwie rausspringt, nehmt einen Kreuzschraubendreher, geht hier unten bei den Zahnrädern einmal durch und haltet im hinteren Bereich die Feder und den Spring Guide ein kleines bisschen fest. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei dem Modell ist, aber bei den älteren Modellen konnte es gerne mal passieren, dass wenn man das aufgemacht hat, dass dann alles einmal rausgesprungen ist und sich in der Gegend verteilt hat. Das ist ein bisschen ärgerlich. Dementsprechend einfach zur Sicherheit Feder und Spring Guide mit einem Schlitzschraubendreher einmal unten halten, wie das zum Beispiel auch bei V3 Gearboxen einmal machen könnt. So, und dann können wir das Ding eigentlich einmal öffnen. Schauen wir mal, ach, wir müssen noch ein bisschen hebeln. Das sitzt sehr press einmal zusammen. Hebeln wir vorsichtig mal außenrum ein bisschen. Wo können wir noch ein bisschen hebeln? Hier vielleicht ein bisschen. So. Okay, Gears lösen sich. Da
unten hängt es ein bisschen. Ach Gott, da hat Syma wieder so ein Klebezeug da drin. So, okay. So, ihr seht, ich drücke hier immer noch auf den Spring Guide drauf. Die Zahnräder oder die Gier sind schon jetzt lose, ist aber wurscht. Dementsprechend Spring Guide festhalten, Schraubendreher rausziehen. Und jetzt können wir den Spring Guide vorsichtig einmal nach oben entnehmen. Wie gesagt, passt ein bisschen auf, da ist bei so einer kleinen Gearbox ist da relativ viel Zug, relativ viel Zug einmal drauf. Jetzt haben sich meine ganzen Schimmscheiben verabschiedet, sehr geil. Gut, das war jetzt nicht beabsichtigt. Müssen wir aufpassen, wo die ganzen Shims drauf gehören. Hier unten ist eine, die war fürs Sector Gear. Gut, ist ja wurscht, das sehen wir dann gleich. Also hier die Schimmscheiben, wie gesagt, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass die wieder exakt da hinkommen, wo sie einmal hingehören. Okay, so, dann können wir ganz normal hier einmal den Piston rausholen oder nehmen wir das ganze Ding einfach raus. Einfach einmal rausziehen, Piston einmal raus und hier vorne können wir ebenfalls das Kabel einmal aushaken. So, und das nehmen wir jetzt, das lassen wir drin, das ist wurscht. Da oben den Hebel können wir noch rausnehmen und zur Sicherheit hier einmal diese kleine Feder hier einmal drin von dem kleinen Hebel. So, hier, dann können wir die Hebel auch noch rausnehmen, das ist wurscht. Okay, so, damit ist das Ding einmal komplett, gut, hier können wir noch abziehen, wenn ihr wollt. So, dann ist das Ding eigentlich einmal komplett demontiert und wir können die Internals einmal im Detail durchsprechen. So Leute, dann würde ich sagen, schauen wir uns die Internals an und fangen wir natürlich beim allerwichtigsten Punkt einmal an, was dieses Modell oder diese Serie letztendlich auszeichnet. Das seht ihr schon bei der Demontage vielleicht schon gesehen. Einmal dieses brandneue Bugatti EFCS-MOSFET-System für AEPs. Gut, bedeutet letztendlich, man hat jetzt hier auch dieselbe oder exakt identische Elektronik drin wie bei Langwaffen, die man einfach kennt. Bedeutet, man hat wirklich ein vollwertiges EFCS mit MOSFET in der AEP drin. Man hat die Zyklenüberwachung, man hat die Akkuabschaltung. Dann vorhin schon gesehen, wir haben ein Burst, Full Auto, Precocking einstellbar, das Ganze, Abzug über den Mikroschalter. Und das alles auf unheimlich kompakten Bauraum, muss man sagen. Bedeutet, wenn ihr euch das Ganze mal anschaut, das ist wirklich, hier so viel Elektronik auf so einem kleinen Bauraum ist, also finde ich zumindest sehr beeindruckend. Gut, aber ich bin auch kein Elektriker. Also hier auf jeden Fall EFCS-System. Wir können es uns mal ganz kurz im Detail anschauen, wie das Ganze vonstatten geht. Wie vielleicht bei der Demontage schon kurz angesprochen, ich sehe hier 3 kleine Mikrotaster. Hier unten ist einmal einer dran, quasi hier. Dann hier oben innen drin zwischen diesen beiden Platinen ist nochmal einer. Und dann habt ihr letztendlich hier nochmal so einen Switch oder so ein Mikrotaster einmal dran. So, letztendlich ist dann auch dieser Hebel hier neu. Dieser Kunststoffhebel, dieser blaue. Und hier hinten sitzt die Platine einmal drauf. Bedeutet, dieser Hebel hier ist letztendlich einmal euer Cut-Off-Lever. Bedeutet, sobald ihr Sector Gear diesen einmal hochschiebt, läuft dieser ganz leicht einmal auf den hinteren Mikrotaster einmal drauf. Wie gesagt, ganz leicht wird er einmal betätigt von diesem Kunststoffschieber sozusagen. Und das ist letztendlich einmal eure Zyklenüberwachung. Bedeutet auch hier gleiche Zyklenüberwachung wie jetzt bei anderen EFCS-Systemen. Ihr zieht am Abzug und egal wie schnell ihr triggert, es wird immer zu 100% ein Zyklus einmal durchfahren. Und natürlich dann ebenfalls das Ganze mit einer Aktivbremse, um eben das Ganze gegebenenfalls auch mit dem 11.1er einmal problemlos betreiben zu können. Wie gesagt, Zyklenüberwachung inklusive Aktivbremse in einer AEP. Finde ich schon wieder mega geil. So, dann geht es weiter, einmal im oberen Bereich. Dann hier einmal dieser Mikrotaster, das habe ich euch bei der Demontage schon gesagt. Da läuft einmal letztendlich nur die Abzugstange hinten drauf. Bedeutet, das ist die Abzugstange, die ihr quasi über den Abzug einmal bewegt letztendlich. Und da drückt ihr letztendlich auch diesen kleinen Taster hier innen ganz leicht ein bisschen an. Bedeutet, lasst mich das mal durchfummeln. Ja, so müsst ihr das sehen können. Bedeutet, ihr zieht hier und drückt dann mit diesem blauen Kunststoff auch hier ganz leicht gegen diesen Mikrotaster. Auch hier könnt ihr das Ganze nicht überdrücken sozusagen, da hier hinten die Platine als Anschlag einmal dient. Bedeutet, seht ihr, das ist letztendlich so ein 90-Grad-Winkel. Bedeutet, selbst wenn ihr mit aller Gewalt einmal am Abzug drückt, drückt ihr dann letztendlich nicht oder kommt die Kraft nicht komplett auf den Mikrotaster drauf, sondern einmal links und rechts auf diese beiden Platinen drauf. Ihr könnt also den Mikrotaster dementsprechend nicht beschädigen. Hat sich auch jemand was dabei gedacht? Ist in Ordnung. So, und dann haben wir hier nochmal einen kleinen Mikrotaster und der ist letztendlich nur für den Feuermodus zuständig, ob das Ding jetzt Semi oder Full Auto Burst einmal läuft. Da habt ihr auch wieder oben letztendlich im Verschluss bzw. im Schlitten oben drin
Hier wieder so einen kleinen Hebel, früher war der mal aus Zink, jetzt ist es blauer Kunststoff. Und sobald ihr diesen runter bewegt, seht ihr vielleicht, sobald der runter bewegt wird, drückt der Kunststoff ganz leicht einmal auf diesen kleinen Mikrotaster einmal oben drauf. Bedeutet, wenn der Taster einmal betätigt wird oder gedrückt wird, ist quasi einmal Full Auto oder Burst. Wird er nicht betätigt, habt ihr ganz normal einmal den Semi-Modus. So, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Wie gesagt, vom Aufbau her ultra kompakt, ultra klein das ganze Zeug, aber es funktioniert einfach mega, mega gut. Und das Ganze halt echt wirklich mit Zyklenüberwachung, Akkuüberwachung, Akkuabschaltung, AB, Aktivbremse, 11,1 Volt. Also so eine kranke AEP hatte ich selbst noch nie, obwohl ich an meiner schon wirklich sehr, sehr viel einmal rumgebastelt habe. Also sehr moderne, sehr gut funktionierende Elektronik, jetzt auch letztendlich in so einer Syma AEP drin verbaut. Dann können wir uns auch gleich Motor und Gears einmal anschauen. Die Gears sind letztendlich 1:1 identisch, also hier hat sich nichts dran geändert, aber wie bei der Demontage auch schon angesprochen. Gut, bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt bei jeder Syma mittlerweile der Fall ist oder ob das jetzt besonders bei dieser Serie der Fall ist. Die Gears sind jetzt eben sauber einmal eingeschimmt. Wer die alten Modelle noch kennt oder eben das alte Review damals gesehen hat, da hat man gerne mal von selbst einmal nachschimmen müssen. Denn Syma hat hier standardmäßig bei den älteren Versionen keine Schimmseimer verwendet. Und das ist jetzt eben bei dieser Version jetzt hier neu und eben sauber eingeschimmt. Bedeutet, die Gears haben, oder die Zahnräder, haben in der Gearbox selbst links und rechts kein Spiel mehr. Also das Ganze perfekt einmal eingeschimmt und dementsprechend auch der Klang, auch im Full Auto, deutlich, deutlich angenehmer und deutlich schöner wie die alten Modelle einmal out of the box. Wie gesagt, früher konnte man das Ganze auch beheben, indem man die Gears einfach selbstständig von sich aus eingeschimmt hat, war aber halt immer ein kleines bisschen fummelig. Also das Ganze jetzt bereits out of the box sauber geschimmt, Gears sind aber letztendlich 1:1 identisch. So, der Motor, da bin ich mir heute leider nicht so sicher, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ob das jetzt ein anderer ist, weiß ich nicht. Es sieht ein kleines bisschen anders aus, kann aber auch nur sein, dass das Motorgehäuse gegebenenfalls etwas anders ist. Auf jeden Fall steht da irgendwas drauf, RC 370 WH 400, keine Ahnung was, M3.6. Bin ich mir nicht sicher, ob das der Standardmotor ist oder ob es ein anderer ist. Letztendlich 11.1, der im Lieferumfang ist, rockt das Ding wie Sau. Und da braucht man auch definitiv keinen besseren. Es gab ja mal, oder es gibt diesen Tuning-Motor von G-High, müsste der glaube ich sein, wo man quasi selber Pinion Gear dann einmal aufpressen muss. Habe ich selbst noch nie verbaut, denn ich bin immer noch der Meinung, dass selbst der Standardmotor, selbst mit dem 7.4er locker ausreichend ist. Und jetzt wird das Ganze aber auch nochmal kombiniert mit dem EFCS und mit dem 11.1er. Und ihr habt es vorhin gesehen, das Ding, das ist einfach krank für die AEP, meiner Meinung nach. Fast schon ein bisschen zu übertrieben. Also Motor rockt, klar, ist vollkommen in Ordnung, das ganze System. Beim Zylinderset hat sich ebenfalls nichts geändert. Das sind exakt dieselben Bauteile wie in der Generation 3 und Generation 4, glaube ich. Ja, da müssten die Teile ungefähr gekommen sein. Die alten Syma-Modelle gibt es ja so gut wie kaum noch, also quasi nicht die blauen, sondern die weiß waren die, glaube ich, früher mal. Ab der Generation 3 wurde ein besserer Kunststoffeimer verwendet, die Toleranzen wurden ein bisschen verbessert und eben, wie gesagt, ein besserer Kunststoffeimer verwendet. Seitdem sind die Bauteile einfach blau. Dementsprechend könnt ihr einfach gucken, habt ihr einen blauen Pisten drin, habt ihr eine ab Gen 3 sozusagen. Das hier ist jetzt mit diesem EFCS, schimpft sich das bereits Generation 5. Blicke ich selber nicht mehr durch. Auf jeden Fall hier nichts geändert. Wie gesagt, der Kunststoff ist in Ordnung. Auch, was sich vielleicht viele jetzt fragen, auch dieser Kunststoffpisten, der ist bei einer AEP, der ist in Ordnung. Also ich hatte noch nie den Fall, selbst mit dieser Bugatti Tuning Feder, bei exakt 0,5 Joule, dass irgendwie der Pisten irgendwie schnell mal kaputt ist oder sowas. Und bei uns haben relativ viele eine AEP, muss ich sagen. Also wie gesagt, ja, es sind letztendlich nur Kunststoffzähne, nur der letzte Zahn ist ja einmal aus Stahl gefertigt, aber das Ding hält wirklich einiges aus. Dementsprechend würde ich es definitiv nicht kritisieren. Auch der O-Ring ist meiner Meinung nach ein ganz kleines bisschen größer geworden. Denn hier hat meine CM131 hatte damals ein bisschen Probleme. Bedeutet, da war der O-Ring fast ein kleines bisschen zu klein vom Durchmesser her. Habe ich damals getauscht, um eben ein bisschen mehr Energie rauszubekommen. Meine hatte Standard out of the box 0,3, 0,32 und mit einem besseren O-Ring ist er dann hoch auf 0,4, 0,42 Joule. Und jetzt eben hier bereits ein etwas größerer O-Ring seitens Syma einmal verbaut. Und das merkt man auch, wenn man den Pisten hier einmal reinsteckt.
Da seht ihr, der passt vom Durchmesser deutlich, deutlich besser. Und natürlich kommt dann noch einmal die Ventilation über diese 3 kleinen Löcher im Pistenhead einmal noch dazu. Also wie gesagt, dichtet ein bisschen schöner ab wie noch meine 131er out of the box. Im oberen Bereich vom Zylinderhead hat sich dann nichts geändert. Auch hier wieder der etwas bessere Kunststoff natürlich verwendet. Ein O-Ring und so ein kleines Sorbo-Pad hier. Wie gesagt, das ist 1:1 identisch geblieben und sitzt hier relativ straff, muss ich sagen. Einmal hier oben drin. Also auch hier kann man nicht schimpfen. Ganz im Gegenteil, ist vermutlich auch ein kleines bisschen enger gemacht worden. Jetzt wartet mal, lasst mich mal kurz ein bisschen vergleichen. Ja, ist ein bisschen enger. Auch hier kurz der Vergleich. Bei meiner Version musste ich hier oben ein kleines bisschen Teflonband rumziehen, eine Lage, denn der Zylinder hat hier oben nicht gut abgedichtet bei meiner alten. Bedeutet, war der ganze Zylinder, den konnte man einfach blub einfach draufschieben und fertig. Also der saß nicht wirklich so press. Hier, wenn man das jetzt mal vergleicht, der sitzt deutlich straffer hier oben einmal drin. Gegebenenfalls, wie gesagt, ich kann es nicht bestätigen, aber gegebenenfalls hier oben ebenfalls den O-Ring oder vielleicht die Toleranz ein bisschen angepasst, damit der Zylinderhead hier innen drin einfach ein bisschen satter oder ein bisschen straffer einmal drin sitzt. Habt ihr auch bei der Demontage vorhin schon gesehen, ihr müsst das Zeug wirklich relativ straff rausziehen, damit ihr das Ganze demontiert bekommt. Auch das war bei den alten Versionen, ging das ein bisschen leichtgängiger. Also eventuell ein bisschen Toleranzen einmal angepasst, ansonsten nichts weiter dran geändert. Die Nozzle ist ebenfalls 1:1 identisch, auch hier wieder eben der blaue Kunststoff einmal verwendet und auch weiterhin eben die exakt gleichen O-Ringe. Hier vielleicht ein kleiner Tipp, wenn eure AEP irgendwie zu arg schwankt oder irgendwelche Probleme hat von der Energieabgabe. Häufig ein Fall, diese kleinen O-Ringe. Wie gesagt, nach Dauer, die sind jetzt zwar hier schön gefettet und geschmiert von Syma, aber wenn ihr durch das Ding irgendwann mal 15, 16, 18.000 Schuss habt, dann kann es passieren, dass die O-Ringe sich hier ein bisschen aufreiben. Denn die fahren hier innen drin letztendlich über so eine kleine Kante einmal drüber. Und hier, wie gesagt, da kann es passieren, dass da einer mal verschleißt, dann das Ganze einfach einen neuen O-Ring draufziehen und gut ist. Wie gesagt, irgendwann mal, wenn ihr Probleme haben solltet. Ansonsten, ich habe bei meiner auch immer noch die Originalen drauf. Funktioniert bis jetzt immer noch tipptopp. Also Nozzle exakt identisch. Funktioniert, brauchen wir nicht großartig drüber quatschen. So, auch Feder und Spring Guide sind gleich geblieben. Standard Kunststoff Spring Guide weiterhin, ist mir aber auch noch nie zu Ohren gekommen, dass hier mal einer gebrochen ist. Dementsprechend in Ordnung. Und ebenfalls die Feder ist 1:1 identisch zu den Vorgängermodellen oder Vorgängergenerationen. So, mal ganz kurz zum Vergleich, das ist die Originalfeder und die liefert im Durchschnitt in diesen AEPs um die 0,38 bis 0,45, wenn es gut abdichtet, das Ganze. Wie gesagt, dann gibt es auch noch diese Tuningfeder von Begadi, da habe ich mir jetzt mal eine mitschicken lassen, um das Ganze mal ein bisschen vergleichen zu können. Und mit dieser Feder kommt ihr eben exakt auf 0,5, also ihr hat ein kleines bisschen mehr Druck drauf. Hier ist letztendlich der Unterschied, ihr seht, die ist zwar ein bisschen kürzer wie die Originalfeder, wenn man das aber mal vergleicht, ist sie vom Außendurchmesser ein kleines bisschen größer und ebenfalls der Drahtdurchmesser sozusagen ist bei dieser Tuningfeder ebenfalls minimals ein bisschen stärker. Dementsprechend, wie gesagt, die hat ein kleines bisschen mehr Bums. Aber ich habe es euch damals auch gesagt in einem anderen Review, ja, das ist schön, dann hat das Ding halt exakt 0,5 Joule. Aber diese 0,02, 0,03 Joule mehr oder 0,05, das macht sich nicht wirklich viel bemerkbar. Also wie gesagt, ob ihr da euch jetzt so eine Tuningfeder einmal installieren lasst, das ist letztendlich einmal euch überlassen. So, dann können wir weitermachen, Thema Hop-Up, denn da hat sich einiges geändert. Kommen wir also abschließend einmal zum Lauf- und Hop-Up-System und hier hat sich bei dieser Generation oder bei dieser Version ebenfalls sehr viel einmal geändert. Zunächst mal Lauf, habt ihr bei den technischen Daten schon einmal mitbekommen, Standard 109 mm in der Länge, aber das Ganze bereits mit einem 603er Innendurchmesser, also nicht mehr 6,08 wie früher, sondern 6,03 mm und aufgrund des 14 mm Gewindes hier vorne, der Lauf vorne einmal abgesetzt. Seht ihr, da habt ihr hier nochmal so ein Stück abgedreht einfach, dementsprechend aber auch nicht mehr kompatibel zu gewissen Tuningläufen aus Edelstahl. Ist meiner Meinung nach auch nicht mehr nötig, denn wie gesagt, bereits ein 603er Innendurchmesser. Laufqualität ist ansonsten in Ordnung, auch wenn man mal reinguckt, innen sauber aufpoliert, keine Rückstände irgendwie drin. Dementsprechend, wie gesagt, Standardlauf drin lassen, hervorragend. So,
Jetzt der Hop-Up Bucking. Das ist ein neues. Also das kenne ich so noch nicht. Das ist ein grünes, also so ein grüner Gummi. Da steht normalerweise auch ein Text drauf, so ein Drucktext. Den kann man aber ganz leicht mit dem Finger einmal runterwischen. Also der löst sich, der hält nicht richtig. Dementsprechend nicht wundern, vielleicht vorhin bei der Demontage schon gesehen. Normalerweise habt ihr so einen weißen Text einmal draufstehen, begadi.com, AEP Balanced 50 steht da drauf. Und das ist, wie gesagt, das ist ein neues Bucking, das kenne ich noch nicht. Das ist relativ weich, also 50 Shore gehe ich mal davon aus. Die Patchfläche exakt identisch wie diese schwarze Version, die man bereits einmal kennt. Also auch wieder so eine, ja genauso. Ich würde es einfach mal vergleichen mit dem Begadi Fly 5 zum Beispiel von der Patchfläche oder auch Macaron oder Super Macaron von Maple Leaf. Also auch wieder so ein, wartet mal, wenn ich es ein bisschen biege, könnt ihr das vielleicht ein bisschen sehen. Hier innen drin einmal die Patchfläche und links und rechts eben wieder solche Stützen. Bedeutet, die Stützen passen exakt perfekt zu diesem Original-Syma-Lauf von der Fräsung her. Also zu 100%, da drückt es nicht irgendwie das Bucking hoch, sondern das passt wirklich ja, wie Arsch auf Eimer. Was mir ebenfalls aufgefallen ist, wenn man es mal mit diesen alten schwarzen oder den älteren schwarzen Buckings mal vergleicht, auch hinten weicht das Bucking doch sehr stark einmal ab. Bedeutet, hinten wurde das Bucking doch sehr stark überarbeitet. Passt jetzt deutlich besser einmal zu der Original-Nozzle von Syma. Also kann hier etwas schöner reinfahren. Und selbst wenn jetzt ihr die Hop-Up-Kammer mit Schmackes zusammenschraubt und den Lauf nicht komplett ausrichtet, wird das Bucking nicht mehr so stark gequetscht im hinteren Bereich wie noch bei der alten Version. So, also ich würde es jetzt gerne mal aufschneiden und würde es euch im inneren Bereich gerne zeigen. Man kann aber zum Beispiel erkennen, wenn man hier im Licht ein bisschen reinschaut, hier hinten, da ist im hinteren Bereich nochmal eine extra Lippe vorhanden. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man das vielleicht erkennen kann. So, vielleicht so ein kleines bisschen, wenn ich es scharf bekomme oder Licht reinbekomme. Ich weiß nicht, achtet mal auf die hintere Lippe. Da ist genau hinten rum, ist nochmal innen drin eine ganz kleine dünne Dichtlippe. Bedeutet letztendlich, wenn sich der Druck innen drin einmal aufbaut, dann drückt es die innere Lippe, drückt es dann letztendlich einmal gegen die Nozzle innen drin oder zur Nozzlewandung. Bedeutet hier von der Abdichtung nochmal einmal optimiert dieses neue 50 Shore Bucking hier letztendlich. Wie gesagt, ich würde es euch gerne aufschneiden, daher ich aber dann kein Bucking mehr für das restliche Video habe, kann ich das leider heute nicht machen. Ich muss mal Begadi fragen, ob es gegebenenfalls hier mal noch ein paar Muster gibt, kostenfrei. Dann schneide ich euch irgendwann mal eins auf und poste mal ein paar Bilder. Wie gesagt, sehr interessant, das Ganze weiterhin optimiert und ihr habt es im Schusstest gesehen, das Ding funktioniert wirklich tadellos. Abdichtung ist einwandpfiffig und der Hop funktioniert einfach richtig, richtig gut. Ihr könnt mit dem Ding auch, wenn ihr Bock habt, auch problemlos 0,3 Gramm BBs einmal verwenden. Keine Feeding-Probleme oder ähnliches. Also richtig, richtig gutes neues Bucking. Was ich jetzt mal in den Tagen noch einmal in Erfahrung bringen möchte, ob es gegebenenfalls dieses Bucking auch irgendwann mal noch einzeln zum Nachrüsten, zum Kaufen gibt. Oder ob es eben wieder nur jetzt exklusiv in diese Serie einmal reingebaut wird. Das wäre ein kleines bisschen schade. Ja, wie gesagt, ich versuche mal bei Begadi noch ein paar Informationen rauszubekommen. Und dann poste ich das oder dann blende ich das irgendwo da unten noch in das Video rein, ob mir das Bucking gegebenenfalls noch extra einmal als Ersatz bekommt letztendlich. Denn wie gesagt, das wäre schön, dann könnte man sich das Neue eben auch problemlos in seine alte Version oder in seine alte Generation einmal einbauen. So, und der nächste Punkt, das haben wir auch vorhin schon mal kurz bei der Rechnung einmal durchgesprochen. Auch hier in dieser Version ist bereits das neue Hop-Up-System drin verbaut. Bedeutet nicht nur das Bucking und der Tuninglauf mit 603, sondern ebenfalls wird das Ganze mit dem Begadi Aluminium Hop-Up-Set noch ausgeliefert. Bedeutet hier einmal der Lever eben nicht aus Plaste, wie das kennt von den Standardversionen, sondern hier bereits eben der Aluminium-Lever mit dieser runden Tensioner-Fläche einmal unten dran oder abgerundet das Ganze. Und es passt hier bei der Original-Hop-Up-Kammer oder bei dem Originalsystem, passt es wirklich perfekt. Und wie gesagt, ihr dreht da ein kleines bisschen, vielleicht 2-3 mm an dem Rädchen
Ihr könnt problemlos 0,25er hoppen, ihr dreht einen halben Millimeter oder Millimeter weiter, ihr könnt problemlos 0,3 Gramm hoppen. Also das funktioniert hier wirklich tadellos in diesem, ja, in dieser CM131 out of the box und auch in der 127 out of the box absolut keine Probleme gehabt. Keine Feeding-Probleme, nicht undicht gewesen. Und wie gesagt, 0,2 bis 0,3, was ich jetzt probiert habe, funktioniert in beiden Versionen wirklich tadellos. Ich muss aber auch dazu sagen, 0,3 Gramm ist für mich bei so einer 0,5er fast ein bisschen zu schwer. Ich würde einfach bei 0,25 Gramm BBs einmal bleiben. Wie gesagt, schön, dass es funktioniert, aber das muss jeder selbst entscheiden, wie schnell einmal die Kugel fliegen soll. Also was ist wichtiger, Präzision oder Geschwindigkeit? Wollt ihr Präzision, geht er höher, wollt ihr Geschwindigkeit, geht er ein bisschen weiter runter. Nur 0,2 Gramm würde ich nicht unbedingt verwenden in dieser Kombination, denn diese neigen doch relativ stark zum Überhoppen. Bedeutet, da dreht ein kleines Fitzelchen, dann kommen wieder 5, 6 BBs, die fliegen einigermaßen sauber, aber der größte Teil von dem ganzen Magazin überhoppt euch dann bereits 1 Meter bis 1,5 Meter. Aber wie gesagt, lieber auf 0,25 oder dann vielleicht sogar auf 0,3 Gramm BBs einmal gehen in dieser Hop-Up-Kombination hier. Und natürlich auch das Einstellrädchen, habt ihr vorhin auch schon gesehen. Auch hier ist eben nicht nur der Aluminium-Lever letztendlich verbaut, sondern ebenfalls das passende Aluminium-Einstellrad, was eben sehr, sehr fein einmal zum Einstellen geht über diese Rändelung und über diese Schnecke hier innen drin einmal. Können wir uns auch mal ganz kurz noch so anschauen. Also hier einmal, also kein Plastikrädchen, sondern das Ganze aus Alu. Nur wie vorhin vielleicht auch ganz kurz angesprochen, wer es nicht mitbekommen hat, bei der Version war jetzt standardmäßig das Rädchen ein bisschen zu lose festgeschraubt. Bedeutet, die Schraube war nicht komplett zu. Solltet ihr euch also so ein Modell einmal kaufen und merkt, dass das Rädchen einfach viel zu schwabbelig läuft, dann zieht einfach die Schraube hier einmal ordentlich fest. Dann habt ihr schön Widerstand drauf und das ganze Zeug verstellt sich einfach nicht. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Machen wir abschließend wieder mein ganz persönliches Fazit zu dieser neuen AEP Custom Serie CM131 und CM127 von Begadi. So, beginnen wir bei den Punkten, wo ich sehr positiv überrascht bin oder was mir sehr gut gefällt. Da hätten wir zunächst mal, das gesamte Design ist unheimlich modernisiert bei beiden Pistolen. Gerade wenn da mal die 131er vergleicht noch mit der Generation 3 oder sowas, hat sich doch vom Design einiges getan. Und die 131er oder allgemein die AEPs, die sahen immer so ein bisschen brav aus. Hier muss ich sagen, jetzt aufgrund der ganzen Konturen und des Schlittendesigns wirken die beiden Modelle unheimlich aggressiv. Also ich feiere es ein bisschen, sieht unheimlich stimmig aus, tolle Schlitten obendrauf, designtechnisch wirklich Hut ab. Und selbstverständlich ebenfalls 14 mm Linksgewinde vorhanden und ebenfalls die Gewinde oder die Bohrungen einmal drin direkt für die RMR oder Doktormontage. Dementsprechend hier Design oder Modernisierung, Schlitten, geben wir mal einen Pluspunkt, definitiv. Der zweite Pluspunkt, natürlich EFCS MOSFET-System in einer AEP. Heftig, einfach heftig. Also hier wirklich eine hochwertige oder vollwertige Elektronik, wie man es von SAEGs gewohnt ist, jetzt in einer AEP drin. Bedeutet, ihr habt die Zyklenüberwachung. Der Zyklus wird immer zu 100% sauber ausgeführt und der Mikroschalter regelt dann letztendlich die Aktivbremse. Ihr könnt so schnell triggern, wie ihr wollt. Es wird immer ein sauberer Zyklus einmal durchlaufen oder ein sauberer Schuss. Das Ding kann sich entsprechend nicht verschlucken oder sich irgendwie verhaken, verklemmen, jammen oder sowas. Nein. Zyklenüberwachung. Dann, wie gesagt, Aktivbremse ebenfalls mit an Bord. Bedeutet, selbst mit einem 12 vollgeladenen Akku mit 12,6 Volt, ihr könnt wunderbar Semi schießen. Das Ding überdreht nicht, denn Aktivbremse ebenfalls mit an Bord. Und was ich ganz wichtig finde, ebenfalls ein absolut gutes Feature und dankbares Feature, gerade für die etwas jüngeren oder wer sich einfach nicht so gut auskennt, Akkuüberwachung, Akkuabschaltung. Gerade 11,1 Volt. Das System überwacht euren Akku und wenn der Akku einfach zu schwach wird, meldet das System warnt vor und schaltet automatisch ab. Bedeutet, ihr habt einfach die Sicherheit, dass ihr euren LiPo nicht so weit runterzieht, nicht tiefen entladet und dementsprechend der Akku deutlich länger hält und ihr diesen nicht kaputt macht. Wie gesagt, ihr müsst nicht mehr drauf achten. Akku ran, gib ihm, spielen. Irgendwann sagt das System automatisch, hey, Akku leer, mach einen nächsten ran oder so. Also Akkuüberwachung, Akkuabschaltung ebenfalls riesengroßes Feature. Dann haben wir natürlich auch hier bei der Elektronik, sie ist unheimlich wieder belastbar. Bedeutet, wenn ihr wirklich mal hergeht, frischen Akku, 12,6 Volt ranballert an das Ding und dann einfach mal ein Midcap nach dem anderen einfach mal durchrotzt. Habe ich genau 4-mal gemacht. Der Motor wird wirklich gut warm und der Pistolengriff. Habt einen schönen Handwärmer.
Aber das MOSFET oder das EFCS hält es problemlos aus oder steckt es problemlos einmal weg. Also hier auch das Ganze sehr stark belastbar. Dann natürlich das nächste Feature von dem EFCS-System, nicht nur einfach Semi- und Full-Auto, nein, aufgrund der hohen Kadenz auch noch der Burst-Modus aktiv. Bedeutet, ihr könnt einfach hergehen und könnt sagen, gut, ich habe nur die kleinen Magazine, ich will kein Full-Auto mit 25 Schuss die Sekunde haben, ich schieße halt nur Burst. Tippt er an, schießt das Ding Burst, zieht er durch, schießt das Ding Full Auto. Also hier Semi, Burst, Full Auto ebenfalls komplett einmal nutzbar. Finde ich gerade in so einer AEP richtig, richtig geil. Und wie gesagt, über die Kadenz, da können wir uns streiten. Je höher die Kadenz, desto kleiner der... Ach nee, machen wir weiter. Also, wo waren wir stehen geblieben? Kadenz natürlich auch mega, mega hoch natürlich. So, und das letzte Feature habe ich euch auch gezeigt. Es ist euch über das EFCS-System sogar möglich, einmal das Precocking einzustellen. Jetzt zwar nicht mit dem 11.1er, da ist das System einfach viel zu schnell dafür, aber wenn ihr jetzt schon solche AEP-Akkus zu Hause habt, diese 7.4er, die kleinen von Syma oder von AMAX oder sowas, ja, nehmt einen 7.4er, stellt euer Precocking einmal ein oder aktiviert euer Precocking und ihr habt letztendlich dann mit dem 7.4er im Semi-Betrieb exakt das gleiche Ansprechverhalten und dieselbe Zyklenzeit wie mit dem 11.1er ohne Precocking. Also hier auch nochmal ein Feature, um das ganze System im Semi nochmal zackiger, nochmal schneller zu bekommen, obwohl man nur 7,4 Volt LiPos einmal nutzt. Also hier ebenfalls sehr dankbar, muss man sagen. Oh, so, jetzt machen wir weiter. Nächster Punkt, ebenfalls der Akku der 11.1er, der hier im Lieferumfang enthalten ist mit dem Ladegerät, ist einfach ein unheimlich schönes Paket. Es ist ein unheimlich guter Akku und er passt einfach perfekt in diese AEPs einmal rein. Habe ich euch gezeigt, wirklich als auf Millimeter genau ausgemessen. Passt das Ding da rein, der Balancer passt dann da vorne noch rein und ihr könnt wunderbar das Kabel oben einmal entlang legen. Bedeutet, ihr braucht jetzt nicht, auch wenn es ein 11.1er ist, braucht ihr nicht hergehen oder irgendwas modifizieren oder rumknödeln, reinpressen und die Kabel irgendwo drücken. Nein, reinstecken, Balancer rein, anstecken, fertig, passt wunderbar. Dementsprechend auch hier vielleicht ein Pluspunkt, 11,1 Volt AMAX Boost AEP Akku in Kombination von dem 11,1 Volt Ladegerät. Für Lipos natürlich. Also hier würde ich auch einen Pluspunkt einmal geben. Und wenn wir gerade schon bei dem Punkt sind, würde ich ebenfalls einen Pluspunkt sagen, Lieferumfang. Hätten wir jetzt zwar beim Akku vielleicht mit integrieren können, aber gebt mal auch mal einen Pluspunkt Lieferumfang. Wie gesagt, Pistole ist drin, die Schutzkappe einmal vorne ist enthalten, der 11.1er Akku ist eben drin, Speedloader ist drin, Ladegerät ist drin. Ihr habt eigentlich auch hier vom Lieferumfang ein unheimlich schönes Einsteiger- oder unheimlich schönes Gesamtpaket, muss man sagen. Hätten sie sich auch Geld sparen können, hätten den Akku einfach draußen lassen können, haben sie aber nicht gemacht, sondern einen richtig guten Akku für das System ebenfalls im Lieferumfang einmal integriert. Also Lieferumfang, ja, gebt mir ebenfalls einen Pluspunkt. So, nächster Pluspunkt ist Thema Hop-Up-System. Das funktioniert wirklich klasse. Also richtig, richtig gut. 50 Meter, 0,25 Gramm mit der AEP, absolut kein Problem. Sehr, sehr gutes Hop-Up-System und vor allem auch das neue Bucking, was hier drin ist, funktioniert sogar noch mal ein bisschen besser wie dieses alte AEP oder wie dieses andere AEP-Bucking von Begadi, was ich zum Beispiel drin habe, also dieses schwarze. Hier jetzt das Ganze sehr weich, doppelte Dichtlippe hinten drin, vom Patch ähnlich wie ein Super Macaron von Maple Leaf oder wie ein Begadi Fly 5 oder sowas. Also ein unheimlich gutes Bucking, dichtet hervorragend ab, keine Feeding-Probleme. Und wie gesagt, da dreht er ein bisschen an dem Alu-Einstellrädchen und ihr könnt problemlos 0,2, 0,25 und wenn ihr Bock habt sogar 0,3 mit dem Ding einmal hoppen. Also gesamtes Hop-Up-System gebe ich ebenfalls einen großen Pluspunkt. So, der letzte Pluspunkt auf meiner Liste ist dann diese gesamte Pistole. Ich meine, so eine AEP, wisst ihr, es täuscht immer ein bisschen. Die meisten, die sich so eine AEP in den Shops anschauen, die denken immer, ja, Plastik und es sieht einfach ein bisschen anders aus wie eine GBB oder sowas. Natürlich. Hier muss man aber sagen, aufgrund des doch relativ massiven Schlittens obendrauf, jetzt nicht nur bei der 127, sondern auch bei der 131er, die Dinger fühlen sich einfach aufgrund des Gewichtes und der Verarbeitungsqualität, fühlen die sich richtig gut an, muss ich sagen. Also hier, obwohl es eine AEP ist, wie gesagt, Haptik ist in Ordnung, Gewicht ordentlich, 730 Gramm waren wir, glaube ich, bei dem Modell, ohne RMR obendrauf. Die machen einfach was her. Also unheimlich stimmig, tolle Haptik, Gewicht einwandfrei. Und es schreckt vielleicht den einen oder anderen aber immer ein bisschen ab. Aber so eine AEP kann auch einmal hochwertig sein. So Leute, viele Pluspunkte. Ich habe dennoch
glaube ich, ein Neutralpunkt, ein Kritikpunkt. Sprechen wir ganz kurz drüber. So, nein, wartet mal, ich habe noch einen Pluspunkt. 6,03 mm Tuninglauf. Ha! Dürfen wir nicht vergessen. Natürlich geht man auch noch einen Pluspunkt drauf. Also hier kein Standard 608er mehr, wie man es gewohnt war, sondern eben jetzt ein 6,03 mm Innenlauf. Finde ich gut, ebenfalls hier das Ganze out of the box. So, jetzt muss ich mal in die Liste gucken, weil ich komme sonst durcheinander. So, jetzt habe ich einen Neutralpunkt. Den möchte ich ein bisschen genauer erklären. So, Neutralpunkt gebe ich auf den Preis. So, wie ganz am Anfang bei den technischen Daten schon angesprochen, habe ich es euch ausgerechnet und umgerechnet, 180 €. Schreckt gegebenenfalls die etwas jüngeren Spieler leider ein bisschen ab. Und bedeutet, wo man jetzt im Vorfeld noch so eine Generation 3 AEP mit LiPo, einem Standard-MOSFET für 99 € bekommen hat oder eine SSE 18 von Novridge für 120 € bekommen hat, muss man jetzt für die Teile 180 € ausgeben. Und ich habe am Anfang auch gesagt, ich habe es auch umgerechnet, das ist von der Leistung, was man bekommt, oder für das, was man bekommt, ist es sogar mehr als günstig. Wenn man da noch ein bisschen Wirtschaftslage und den Markt mit reinbezieht, aktuell hätte ich fast mit 200 € gerechnet. Also hier muss man sagen, sind die 180 € vollkommen in Ordnung und sogar vielleicht ein bisschen günstig für das, was man bekommt. Aber dennoch gebe ich es nur als Neutralpunkt, denn meiner Meinung nach werden hier eben die etwas jüngeren Spieler oder die Einsteiger ein bisschen abgeschreckt oder können sich das Modell vielleicht nicht mehr so schnell leisten wie jetzt eine Generation 3 zum Beispiel. Denn wie gesagt, stolze 80 € teurer. Dementsprechend das Modell vielleicht nur was für die etwas jüngeren, wenn der Papa ein bisschen was dazu gibt oder wenn der Papa selber auf dem Feld einmal rumläuft. Ansonsten eher für die etwas älteren oder für die Leute gedacht, die halt einen Job haben, die eine Arbeit haben und vielleicht nicht für denjenigen, der jetzt gerade irgendwie noch in der Schule ist oder eine Ausbildung anfängt. Finde ich ein bisschen schade, wie gesagt, schreckt gegebenenfalls die etwas jüngeren ein bisschen ab, der Preis. So, jetzt habe ich einen Kritikpunkt und das ist, da ist es drin, das ist das blöde Magazin von Syma. Wisst ihr, jetzt haben wir hier so geile Systeme mit dem EFCS, mit einer unheimlich hohen Kadenz, die Dinger machen Laune wie Sau. Aber die Magazine, die großen mit 80 oder 88 Schuss, sind immer noch seit Jahren einfach nur grausam. Bedeutet, wenn man da nicht selber dran rumbastelt und die Dinge optimiert, funktionieren sie eigentlich nicht. Bedeutet, ist das Geld zum Fenster rausgeworfen. Und das gebe ich heute als Kritikpunkt, denn man braucht eigentlich bei so einer hohen Kadenz, oder es wäre vom Vorteil bei so einer hohen Kadenz, wenn man mal Full Auto schießt, auch diese 80 Schuss Magazine nutzen zu können. Denn da ist halt so ein kleines Standardmagazin, ist da nach einer Sekunde leer auf gut Deutsch. Also hier Kritikpunkt, Syma Mid-Cap Magazine, 80 Schuss oder 88 Schuss, ohne Modifikation, einfach nur grausam und das seit Jahren. Seit Jahren. Bedeutet, hier sollte Syma wirklich mal hergehen, oben diese Hebel modifizieren, anpassen und ebenfalls hinten die Kante ein bisschen anpassen, damit es keine Feeding-Probleme mehr gibt und damit die damit die BBs da einmal sauber drin bleiben und nicht von automatisch sich entlädt. Also hier großer Kritikpunkt, die Magazine, die sind echt nicht gut. Definitiv nicht gut. Bisschen schade. Gibt es ein Drum-Mac eigentlich für AEPs? Das wäre mal interessant. Nee, okay. Gut, Leute, das soll es gewesen sein. Kleines Review zu dieser neuen Custom AEP-Serie Sytens Begadi. Wenn ich jetzt irgendwas vergessen habe zu erklären, wenn ihr weitere Fragen habt oder wenn euch noch irgendwas aufgefallen ist, ihr wisst Bescheid. Jederzeit einmal Kommentarfeld unten nutzen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte Like, Abo und eventuell eine Mitgliedschaft auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Wir sehen uns dann nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.